Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Retro angespielt von Star Trek Bridge Commander. Schön, dass ihr wieder dabei seid und herzliche Grüße an alle Zuschauer auf sämtlichen Kanälen und allen voran Next Generation. Schön, dass ihr bei dem heutigen Retro angespielt mit dabei seid und für meine Retro-Sparte sogar einem relativ aktuellem Spiel, das gerade mal gute 20 Jahre auf dem Buckel hat, nämlich Star Trek Bridge Commander. Ja, in vielen Gesprächen hat sich herausgestellt, dass ich die Zeit verpasst habe, wo viele Star Trek-Spiele erschienen sind. Ich meine, ich hätte mal einen Armada-Teil gespielt, weiß aber nicht mehr welchen. Und das Thema Bridge Commander, das kam im Gespräch auf, als ich alleine und wir auch gemeinsam im Multiplayer Star Trek Bridge Crew gespielt haben, was natürlich ein deutlich neueres Spiel ist, aber ein ähnliches Spielkonzept wie Bridge Commander aufweisen soll, nämlich als Kapitän eines Raumschiffes seine Offiziere zu dirigieren und Missionen zu bestehen. Und wobei hier Bridge Commander in vielen Bezügen deutlich besser sein soll als Bridge Crew. Mal gucken, wie sich das jetzt mit der etwas über 20 Jahre alten Technik verträgt. Da bin ich selber sehr gespannt drauf. Und das ist tatsächlich auch eins der wenigen Spiele als Retro angespielt, die ich bringe, die ich selber noch nie gespielt habe. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt darauf, was uns hier erwarten wird. Wie gesagt, das Ganze aus dem Jahr 2002, herausgegeben von Activision. Der Entwickler will mir gerade nicht einfallen, aber den werden wir gleich im Vorspann noch zu sehen bekommen. Next will gleich Remnant 2 spielen. Mal gucken, wie weit er kommt. Ja, schwer Souls-like. Ja, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Das ist natürlich eine ganz andere Kategorie als das, was wir uns heute angucken. Es ist so ein bisschen Strategie und Taktik. Und wie gesagt, ich kann mir hier nur Bridge Crew als Vorbild nehmen, obwohl es natürlich genau andersrum ist, nämlich dass Bridge Commander wahrscheinlich das Vorbild für Bridge Crew gewesen ist. Es soll prominente Auftritte geben, Cutscenes, schöne Voice-Overs, das Ganze komplett in englischer Sprache. Ob es das mal auf Deutsch gegeben hat, das weiß ich nicht. Aktuell ähm, selbst ohne Sale immer mal wieder für einen schmalen Euro auf GOG erhältlich, das Ganze. Und ja, wollen wir mal gucken. Also eigentlich hatte ich mir heute sogar ein ganz anderes Star Trek-Spiel vorgenommen und ich habe es aber leider, aus welchem Grund auch immer, nicht zum Laufen bekommen. Vielleicht werde ich das in Zukunft mal hinbekommen. Und zwar wollte ich eigentlich mir zuerst mit euch Armada 2 anschauen. Aber vielleicht folgt das ja noch mal irgendwann und ich habe auch noch das ein oder andere weitere Star Trek-Spiel in petto. Mal gucken, was wir da vielleicht dieses Jahr noch spielen werden, je nachdem, wie mich jetzt Bridge Commander vielleicht anfixt oder auch nicht. Manchmal sind ja auch Erinnerungen, aber in dem Fall nicht meine, sondern von den Leuten, die mir das erzählt haben, an Retro-Spiele auch deutlich besser, als sich das dann in der Realität herausstellt, wenn man sich dann heutzutage diese Spiele anschaut. Ich habe nur mal geprüft, dass es läuft, habe so ein paar Einstellungen gemacht. Wir schauen uns das Ganze auch im klassischen 4:3 Format an. Ich habe da vorher eine kleine Abstimmung gemacht, ob man es lieber in volle Pulle Auflösung und gedehnt auf dem Vollbildschirm hätte. Die Mehrheit war aber dafür, das im Original 4:3 Format anzuschauen. Und ja, das werden wir dementsprechend dann auch gleich tun. Habt ihr denn früher Star Trek Spiele gespielt? Und wenn ja, welche sind das noch? Also ich weiß, das ein oder andere bei mir war dabei, teilweise noch auf dem Amiga Point and Click. Da kann ich mich noch erinnern, zum Beispiel an 25th Anniversary. Ich habe aber auch dann auf dem PC, das war glaube ich auf mehreren CDs, für mich noch alles, nicht alles täuscht, Deep Space Nine Harbinger gespielt. Das war auch so Adventure-Style mit so Filmsequenzen. Da konnte man sich nur eingeschränkt bewegen über Deep Space Nine. Ich weiß nicht mehr so genau. Und ja, mal gucken. Ich wollte noch was erzählen, ist mir allerdings gerade entfallen.
Star Trek Bridge Commander, damals wohl, ich habe mich da noch mal ein bisschen informiert auch, er hat wohl sehr hohe Bewertungen und auch sehr positive Pressestimmen bekommen. Das Spiel ist angesiedelt kurz nach dem Kampf gegen das Dominion, zeitlich aber noch vor Star Trek Nemesis, falls ihr das mal ein bisschen auch zeitlich für euch einordnen wollt. Gut, dann will ich es auch nicht länger hinauszögern und wir steigen dann mal ein. Ich hoffe, das läuft hier alles so, wie ich mir das vorgestellt und eingestellt habe. Wenn nicht, wird es ein kurzes Vergnügen, aber ich bin da ganz zuversichtlich. So, einmal hier Bildschirm umstellen. So, das hat schon mal geklappt. Ja, und los geht's. Ich wünsche uns viel Spaß und einen entspannten Abend. Energie. Vielleicht. Genau, Totally Games war es, was mir nicht mehr eingefallen ist. Machen die heute eigentlich noch irgendwas? Captain's Personal Log, Stardate 54303.1. Our new first officer is working out nicely, quite capable, though mildly lacking in experience. The commander will gain that with time. My ship has been assigned to the Vesuvi system to investigate the unusual solar activity hampering colonization in the Maelstrom. I hope to learn more at the Vesuvi 4 terraforming station, the sole Federation outpost in this region of space. We are also on alert for any Cardassian activity. Despite Starfleet's claims, I doubt we've seen the last of them here. Icarus 2 is approaching the station. Sir, we're getting some very strange readings from that star. Commander, emergency message from the captain. On screen. Star. My God. Its core is destabilizing. Get the ship out of here, now! Sir, warp engine's not responding. Routing emergency power to impulse engines. Picking up an unidentified object warping out of the system. I can't get a good reading on it. We've cleared the system, sir. Setting course for Starbase 12 for emergency repair, as ordered. Hallo Echo, schön, dass du dabei bist.
Ja, soweit zum Vorspann. Der Captain hat das Zeitliche gesegnet und wir müssen offensichtlich das Kommando übernehmen. Und ja, die Cutscenes sind ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch ganz ansehnlich, ganz gut gealtert. Naja gut, die Charakteranimationen, die waren damals noch nicht so toll. Mal gucken, wie das dann gleich im laufenden Spiel sein wird. Ich hatte das Spiel auch früher mal für PC mit den eigenständigsten Charakteren, die es jemals für Star Trek gegeben hat. Da bin ich mal wirklich gespannt und einen wundervollen guten Abend, Sunshine. Schön, dass du auch dabei bist. Zu diesem Retro angespielt von Star Trek Bridge Crew. Und ja, tatsächlich mein allererstes Mal. Ich bin gespannt und muss mich selber erstmal orientieren, wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe nur mal kurz die Einstellungen vorgenommen, Sound und Grafik von den Auflösungen her. Ist vielleicht ganz interessant. Gibt es hier nur die typischen 4:3 Auflösungen, aber immerhin bis in HD-Bereiche 1600 x 1200. Gar nicht mal unbedingt so selbstverständlich für ein über 20 Jahre altes Spiel. Ja, natürlich alles auf volle Pulle gedreht. Mal gucken, wie das Ganze dann nachher aussieht. Jawohl, die PC-Version ist es. Richtig, Echo. Gut, es gibt wohl auch Multiplayer. Ich glaube aber, diesen Anbieter GameSpy gibt es schon gar nicht mehr, sodass man wahrscheinlich den Multiplayer hier nur mit Tricks spielen könnte, wenn überhaupt. So, wir haben die Möglichkeit, das könnt ihr gerne, ja, volle Pulle-Pille, genau, Echo. Ihr könnt gerne ein bisschen mitentscheiden, womit wir anfangen. Also wir haben einmal die Möglichkeit, direkt einfach ein neues Spiel zu starten. Ich nehme mal an, das ist dann eine Art Kampagne, eine Fortsetzung der Geschichte, die wir gerade im Vorspann gesehen haben. Wir könnten aber auch in einen Kampf reingucken, in einen Quick Battle. Persönlich tendiere ich dazu, hier mal als erster Offizier einfach ein neues Spiel zu starten. Wie seht ihr das? Erstmal irgendwie in einen Kampf rein. Eigentlich, es wäre doof, oder? Einfach mal ein neues Spiel starten und gucken, wie es läuft, würde ich sagen. Wenn keiner widerspricht, dann machen wir das jetzt einfach. Bevor wir uns hier noch länger am Hauptbildschirm aufhalten. Obwohl der ganz nett gemacht ist hier. Schön mit LKs-Design, einem schönen Soundtrack dabei. New Game bitte, wenn du so freundlich bittest, Echo. Okay, New Game als erster Offizier Jason Dux. Und dann legen wir mal los. Captain on the bridge. Incoming message from Admiral Liu. On screen. Optisch nicht schlecht. Captain, I'm glad to see you're settling into the center chair. I'm Admiral Liu, Chief of Starfleet Operations in the Maelstrom. Starfleet has a delicate assignment for you. The impact of the Vesuvi event is still being assessed. The Dragos colony was completely destroyed when the solar wave you reported consumed Vesuvi 2. Both the Geki mining operation and the Haven colony at the edge of the system have suffered severe damage. Proceed to Starbase 12 to take on emergency medical supplies, personnel, engineers, and equipment for the relief of the Geki and Haven colonies. Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise will join you aboard Dauntless for this mission. The captain recently was a guest lecturer at the Academy and has accompanied your new first officer from Earth. When your mission is completed, deliver Captain Picard to Bironu Station, where he will be speaking at a symposium. Time is of the essence, Captain. Unnecessary delays will cost lives. Liu out. Guten Abend, Night Yes, Dragoon. the ruins on Tega 6 are spectacular. I'll be sure to mention your good taste in my formal report. Thank you, Captain. Captain Jean-Luc Picard, a pleasure to meet you. I understand you served as this vessel's first officer. I knew Captain Wright. We went to the Academy together. You have my sincere condolences on his loss. However, if he saw fit to select you as his number one, I'm sure you'll do extremely well commanding the Dauntless.
I would like to introduce you to your new first officer, Commander Safi Larson. Captain, I'm looking forward to working with you. Commander Larson, if you will take your station. Commander Larson will keep track of your mission objectives and current orders, Captain. Your first officer can be the greatest resource at your disposal. As a former first, you've already had that experience yourself. Commander Larson, bring us to Condition Green and ready the ship for departure. Aye, sir. Condition green. All hands rig for departure. Chief, please bring the main deflector, warp drive, and impulse engines online, and make sure our warp intermix ratio is at optimum efficiency. Aye, Captain. Main deflector and main drive systems register as ready. Mr. Diaz, bring main sensors online. Check that all worker bees in the area are clear. Yes, sir. Main sensors online. Registering all worker bees out of dry dock area, Captain. Mr. Savali, please bring the structural integrity fields online and make sure our tactical systems are primed and ready. Shields and defensive systems registering as fully operational, sir. We have a full torpedo complement and the structural integrity fields are engaged for transit. Ensign Lomar, clear all moorings and take us out easy. 1/4 impulse. Please signal the quartermaster. We're heading out. Signaling dry dock. All moorings cleared. 1/4 impulse. Aye. A Federation vessel is only as good as its crew. This point cannot be overstated. It is this interaction with a well-trained crew that allows a starship to operate with a singular purpose. Picking up the pieces, Episode 1. Noch müssen wir nicht viel machen und werden an die Hand genommen scheinbar. Captain, the bridge is yours. If you would like, take a moment to inspect each of the stations. If you would like any advice, feel free to consult with me. Vielen Dank, dass du mir die Kontrolle übergibst. Der Charakter sieht auch lustig aus, also das richtige Gesicht von Patrick Stewart so irgendwie auf das Modell draufgeflanscht. Aber ich nehme an, sie haben das Beste getan, was damals möglich war. Das ist tatsächlich ein schöner Fun-Hintergrund, der in Star Trek Online sein Schiff Dauntless genannt hat, mit der Registriernummer, die wir hier auch bei Star Trek Bridge Commander haben. Ja, ich bin auch froh, es zum Laufen gebracht zu haben. Gut, jetzt kann ich mich ein bisschen umgucken. Ich kann PK um Hilfe bitten. Ich kann mir meine... You can do this by asking her for a list of your current objectives. Okay. Also er hilft mir jetzt erst noch. Jetzt kann ich meinen ersten Offizier fragen, was haben wir denn für Ziele? When you do, the commander will be able to give you more specific information. Sir, we should head to Starbase 12 to pick up the supplies. Also weiter geht's im Prinzip da, wo wir den Vorspann gesehen haben, wo es diese Supernova gegeben hat. Und da war auch ein Planet betroffen und dem sollen wir Hilfsgüter bringen. Und die müssen wir bei Sternenbasis 12 abholen. Also grafisch, ne? Also für so ein 20 Jahre altes Schätzchen ist das schon nicht schlecht. Kann ich auch rumlaufen? Ich glaube nicht. Okay, ich kann mir Stationen angucken. Was haben wir denn? Ihn hier vorne. Der Steuermann. Und hier vorne taktischer Offizier. So, erster Offizier. Picard, der mir Tipps geben kann. Den haben wir hier noch. Engineering, also Technik. Und hier Lieutenant Commander, hier Wissenschaftsoffizier. Okay, und was können die? Congratulations, Captain. Your orders, sir? Okay, congratulations. Okay, hier kann ich irgendwie Reparaturteams zuweisen. Beschädigte Systeme, zerstörte Systeme, Energielevel. Schon so ähnlich wie das auch, was auch bei Bridge Crew geht. Da merkt man, was das Vorbild gewesen ist. Liebe Grüße in den Lurk, liebe Andrina. Viel Spaß. Oh, dann hoffe ich, du musst nicht mehr zu viel arbeiten. Und wenn nur Dinge, die ein bisschen Spaß machen. Okay, mit rechtem Mausklick kommt man hier wieder raus aus den Stationen. So, was kann er denn hier, der Wissenschaftsoffizier? Congratulations, Commander. I mean Captain. Your orders, sir. Ja, das, ach, da fiel mir direkt 30 Zentimeter größer. Ja, so alt ist es schon, Sunshine. Über F habe ich Schnellzug auf die Station und mit der Leertaste eine schöne Steuermethode. Okay, was kann der denn? Der kann die Gegend scannen, der kann Objekte scannen und der kann Sonden starten. So, was hast du mit F? Ne, F macht hier gar nichts. Vielleicht ist die Tastenbelegung anders. Alles klar, mach's gut, next.
Viel Spaß bei Remnant 2. Welcome back, sir. Those captain's pips suit you. Your orders, sir? Nur Orders, so was kann er denn? Report, manuell feuern, Phaser online, zielen nach eigenem Ermessen, Ziel zerstören, außer Gefecht setzen, ausweichen, Stopp. So, dann kann man hier die Ziele auswählen. Okay. Ach, F1. Okay, probiere ich gerne mal Night Dragoon. Congratulations, sir. Captain Wright would be very proud Yes, of you. Captain? Your orders, sir? Captain? Achso, 1, 2, Your 3, orders, sir? 4, 5. Yes? F1 bis F6. Ah, alles klar. Verstehe. Danke, Andy. F1 bis F6. Your orders, Captain. So, was können Sie denn? Sie kann mir auch einen Report geben. Sie kann irgendwen rufen, einen Kurs setzen, Orbit bei einem Planeten einschlagen oder anhalten. Okay, wir sollen ja zu Sternbasis 12. Da würde ich jetzt mal sagen... Moment, bevor wir den Kurs setzen, probieren wir nochmal die Leertaste aus, was Night Dragoon noch gesagt hat. Ach, cool. Ein direktes taktisches Interface, wo man mit rauf, runter und links und rechts fliegen kann. Okay, und 0 bis 9 kann man die Geschwindigkeit setzen und durch die Gegend fliegen. Hier unten nochmal die Waffen manuell steuern mit einem kleinen Radar unten links. Nicht schlecht. Wobei ich denke, wenn ich das manuell steuere, das Spiel, dann dauert es nicht lang, bis wir in die nächste Sonne fliegen. Okay, also es fühlt sich schon mal gut an bis hierher. Da habe ich nichts zu meckern. Okay, nochmal Leertaste, sind wir wieder drin. Your orders, sir. So, und jetzt Kurs setzen, Sternbasis 12. Course laid in. Okay, Kurs liegt an. Warp, ja. Energie. Aye, aye. Sag nicht Ei, Ei, wir sind noch nicht bei der Marine. Ein Ei reicht. Außer zum Frühstück, da dürfen es auch 2 sein. We have arrived at Starbase 12, Captain. Shall I bring us in closer to the starbase, sir? We will not be able to initiate a dock until we are closer to the starbase. Ensign Lomar can bring us in closer by flying to the starbase nav point. Okay, jetzt manuell andocken, Andy. Your orders, Captain. Okay, Nav Point. Sternbasis 12, Navigationspunkt. Okay. Yes, sir. Huch! Was war das denn? Irgendwas kaputt gemacht? Kratzer am Lock? Incoming message from Starbase 12, sir. Auf den Schirm. Good day, Dauntless. I'm Commander Graff, commander here at Starbase 12. It's good to see your ship back in one piece. We've assembled the supplies for your mission, Captain. We will transfer them over to your cargo base once you've docked. Shall I initiate docking procedures, Captain? Ja, bitte. Leider keine Sprachkommandos. Relativ selbstständiger Offizier, ich merke es gerade, Echo. Zumindest mit Ihren Fragestellungen. Ich wünsche, ich könnte einfach jetzt nur sagen, ja, bitte mach das. Captain? Okay, ja, Doc. Docking sequence initiated. Starbase 12 is the main staging area for Federation operations in the Maelstrom. Any damage repairs or resupply needs you have will be attended to here. Okay, wenn ich irgendwie neue Ausrüstung brauche oder das Schiff repariert werden muss, soll ich wieder hierher kommen. Merkt euch das mal. Welcome to your home away from home, Captain. We are secure to take on ship supplies, sir. Transferring supplies. Welcome to your home away from home. Finde ich sehr sympathisch. Cargo Bays 3 and 4 report supplies have been received and stowed for transport. Transporter Room 2 reports that the medical and engineering teams have beamed aboard, sir. Okay, Mediziner und Technikteams an Bord und dann können wir wieder losfliegen. Hey, ich habe gar kein Kommando zum Abdocken gegeben. Das ist mir aber schon zu selbstständig. Mal gucken, was mir hier der Captain Picard noch erzählen kann.
Mods für die Sprachkommandos. Kobayashi Maru Mod-Freund, wenn diese Kampagnen kompatibel gemacht werden würde, gibt es da leider so ein paar Stellen, was die Änderung vom Mod leider nicht kompatibel macht. Danke, Andy. Ich gucke mir erstmal die Basisversion an. Ich bin schon froh, wenn das einigermaßen läuft. So, was kannst du mir noch für Tipps geben? Wie man den Kurs setzt, die NAV-Punkte, Selecting Crew, ach, das wissen wir doch alles schon. Okay, was jetzt? Captain. Kurs setzen. Kurs setzen. Nee, danke, nicht spoilern, Andy. Ich spiele es ja auch selber das erste Mal. So, Set Kurs. Okay, es geht ja nur Vesuvi. Da, wo das Unglück passiert ist, wo wir unseren eigentlichen Captain verloren haben, als wir noch Commander waren. Course laid in. Okay, dann auf nach Vesuvi. Energie. Aye, Captain. We have arrived at the edge of the Vesuvi system, sir. We are being hailed by the Haven colony. Opening channel. This is Director Tobin Soames. It's good to see you, Dauntless. We have quite a situation on our hands. Sieht aus wie ein Sushi-Koch. The Vesuvi event has sent stellar debris into our region. Some larger pieces have settled near our orbital facility. This debris will make it impossible for the incoming supply convoy to transfer their cargo. Before you beam down the relief supplies to the surface, please clear the area around the orbital facility. Contact me when you are done. Thank you. Soames out. Not the most challenging assignment, but it'll be a good weapons test. Perhaps now would be a good time to look over the tactical systems. Okay, auf die taktischen Systeme gucken. Wir müssen erstmal ein paar Trümmer wegräumen, bevor wir die Hilfsgüter da runterbeamen können. Ja, da kommt schon gut Star Trek Feeling aus, so ist es nicht. Aber das mit den Details hier, ach, Kanon-Anpassungen haben sie gemacht. War der Kanon damals denn schon so weit? Das ist ja immerhin über 20 Jahre her. Also auf jeden Fall soll es ja nach dem Dominion-Krieg und vor Nemesis spielen. Schauen wir mal. So, also, taktisches Tutorial. When you interface with Mr. Savali at the tactical station in front and to the right of you, you will see the tactical overlay. This tactical overlay will enable you to feed orders directly into Mr. Savali's station. Contacts within range of the Dauntless are listed on the left below the Lieutenant's orders. To target any contacts that register here, click the name of the target listed below the Lieutenant's orders. Select one of the pieces of debris. Okay, blau Freunde, cremefarben neutral, rot Gegner, grau unbekannt. So, nur die Gegenstände, die in den Schiffssensorreichweiten sind, können angegriffen werden. Soweit klar. Und so würden sie wahrscheinlich nicht bei den Zielen aufgelistet. Ich weiß gar nicht, ob dieser Programmierer, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, der Entwickler, ob die danach noch irgendwas gemacht haben. Activision hat es rausgebracht, ich habe schon wieder vergessen, weil ich die Firma gar nicht kannte. Du meinst nicht die Sternzeit? Ja, wir werden es erleben, Andy. Ich bin gespannt. Also, ich wähle aus, nicht die Fabrik, sondern Schrott 1. Before engaging, we will need to power the weapons. Changing alert levels will automatically bring certain systems on or offline. Red alert, for example, will bring weapons and shield levels to 100%. At condition green, these systems are powered down. Yellow alert will bring the shields online, but leave the weapons powered down. Since we want the weapons online, order red alert. Ich finde es jetzt aber doof, roten Alarm zu geben, nur um ein paar Trümmerteile zu zerschießen. Aber ich verstehe, grüner Alarm, alles aus, gelber Alarm, Schild auf 100%, aber Waffen aus. Und roter Alarm, logisch, Waffen und Schilde auf 100%. Gut, das Tutorial will es, also geben wir roten Alarm. Red alert, shields up. Now that our weapons and shields are online, let's turn our attention to the targeting reticle. It provides all the basic information on the target. The name of the selected target is displayed along the top with its overall health just below. Your distance to the target and its speed are displayed along the bottom. Okay, Entfernung, Geschwindigkeit. Warum hat das Schilde? Nein, das ist die Stärke des Wrackteils wahrscheinlich. Nur Phaser? Okay.
Perhaps Lieutenant Savali should be given the order to destroy the target. To order Lieutenant Savali to engage the current target, select the Destroy Subsystems order located at the top of the interface. Okay, Phasers only, wie ND sagt. Und Destroy. Engaging Please to turn destroy, your attention to the weapons display in the lower right of the tactical interface. The weapons readiness display indicates the charge of the various phaser arcs in the upper and lower saucer arrays, and the status of the forward and aft torpedo tubes. Notice that green indicates that a weapon is primed and ready. As a weapon is discharged, its display will change to red. The gray arcs within the phaser display show which firing arcs the target is related. Die Explosion war jetzt nicht so schön. So, verschiedene Farben. Grün bedeutet, die Waffen sind voll aufgeladen. Okay, was bedeutet rot? Bedeutet, dass meine linke vordere Phaserbank ist gerade wieder am Aufladen? Wahrscheinlich. The weapons control panel is just to the left of the weapons display. The weapons control panel allows you to select torpedo spreads and types, as well as phaser intensity. Was? Spread Time. Einzelner Torpedo, Dual-Torpedo, 4 Torpedos auf einmal. Betontorpedos. Was haben wir noch? Phaser. Intensität voll, niedrig, voll. Okay, hier können wir noch einen Traktorstrahl einschalten. Okay, verstanden. It also contains the toggle for engaging the fore and aft tractor beams. Okay. Funktioniert nur, das ziemlich weiter als 20 Kilometer entfernt ist der Traktorstrahl. Next are the shield and damage status displays for both the current target and the Dauntless. Along with the current shield level, it displays all damaged, disabled and destroyed subsystems on the ship. Okay, grün, grau, rot. Ist klar, Status der Schilde. If you wish to take a more direct role in weapons control, select Manual Fire. Was? Manual Fire? Um das selber zu machen? Können wir ja mal probieren. Low im Subsystem zu schälen, ohne groß die Hülle selber zu beschädigen. Okay, danke. Dann machen wir mal Manual Fire. Oh, Torpedo abgeschossen. Warum kann ich die Torpedo? Ich kann mit der linken Maustaste nicht die Phaser abschießen, nur mit rechts Torpedos. If you wish the lieutenant to use his own judgment in selecting targets, order him to target at will. Lieutenant Savali will then engage the next enemy target after the current one is destroyed. Okay, ich kann den Offizieren auch mehr selber überlassen, statt alles manuell zu machen. There is also a direct tactical interface for those situations in which you feel precise control is necessary for the survival of your ship. To know more about this interface, look to your captain's manual. It covers this mode of starship operation in detail. Okay, ins Handbuch soll ich gucken, wenn ich direkte taktische Kontrolle haben will. Will ich die haben? Yes, Captain. Nicht unbedingt. Okay, warte mal. Manual Fire. Ziel, DPS 5. Ach ja, okay. Schön geschmeidig verkürzen. Okay, das funktioniert auch gut. Und jetzt sage ich mal nur Phaser und Target at will, destroy. Da müsste er alle zerstören. Also von selber, ne? Machen wir mal. Adjusting tactics. Aye, sir. Sweeping through phaser arcs.
Moving into attack range. That's the last of the debris. Shall I raise the colony, sir? Okay, das lief ja gut. So, jetzt Captain? du. Set-Kurs. Ne, Starbase haben wir ja. Hail. Ah ja, ich sollte ihn ja rufen, wenn ich den Schrott beseitigt habe. Machen wir mal. Sir, the orbital facility is currently unmanned. Da ist niemand drauf. Okay, dann die Planeten rufen. Hailing frequencies open. Thank you for clearing the station, but it looks like we have bigger problems now. The sensors on our orbital facility have just picked up a number of planetary fragments on a collision course with our planet. We are already in a weakened state after the Vesuvi event, and it's doubtful we could take many hits. Director Soames, get your people into whatever shelters you have available. We'll do what we can from up here. Thank you, Dauntless. Soames out. I recommend an initial scan of the area so we can get a better idea of what we're up against. Trümmerteile auf den Planeten zufliegen. Okay, scannen. Your orders, sir. Initiating scan. Picking up the fragments in our sensors, sir. Looks like we have a total of 5 large planetary fragments in 2 groups. Looks like they're all headed toward Haven. If we can get to them quickly enough, there's a pretty good chance we can take them all out. Stellar cartography should be able to present a good idea of the fragment's relative distance to the colony. Okay, da ist ja jetzt Geschwindigkeit gefragt. Also, phases only target at will destroy. Mein Offizier macht das, oder? I could bring us within range of the fragments, sir. We can break them up with weapons fire once we're in range. Stellarkartografie, Taste. Sir, the fragments are closing on the planet. Moving into attack range. We might still have time to catch them. Oje, oje. Okay, wir versuchen unser Bestes. Sweeping through phaser arcs. Los, wir haben doch hinten auch Phaser. Falling back for an attack run. Kannst dich aber noch gut erinnern an die. Sweeping through phaser arcs. Na, sweeping through phaser arcs. Sieht doch gut aus, oder? To get a higher recharge rate on the phasers, Chief Brex can boost power to the weapons array. Be careful not to rob power from other essential systems, though. By taking an active role in allocating power between moving your shields, into attack weapons, range. and propulsion Your orders, systems, sir? your vessel's capabilities can be augmented to suit the situation. Okay, mit Traktorstrahl, danke für den Tipp. Sweeping through phaser arcs. Moving into attack range. Scheinen aber noch weit genug weg zu sein, die Fragmente. Your orders, Captain? Sweeping through phaser arcs. Ist der Planet schon? Moving into
into attack range. Might I recommend diverting some power to the impulse engines? It will increase the ship's speed and decrease the time it takes to get from one set of fragments to another. Moving into attack range. Okay, ein bisschen begrenzt, meinst du? Yes, Captain? So, Energie auf. Sweeping through phaser arcs. Bisschen Energie auf Captain? den Antrieb. Captain, several of the planetary fragments have closed to within 300 kilometers of the planet. Your orders, sir? Your orders, Captain? Moving into attack range. Komm. Ja ran, ja ran, ja ran. Sweeping through phaser arcs. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so. Das ist das letzte Fragment scheinbar. Sir, we did it. I'm reading no other contacts heading toward the planet. We are being hailed by the Haven colony. Opening channel. The people of Haven owe you and your crew a debt of gratitude, Captain. We owe our lives to your courage and quick thinking. Again, we thank you. If you will put your ship into orbit, we can transfer the relief supplies. Standing by to establish orbit, Captain. Okay, gute Idee. Wieder alles auf 100%. Yes, Captain? Kann ich auch irgendwo sagen, alles wieder ausgleichen? Gibt es da einen Knopf für? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich meine, es hätte jetzt auch schief gehen können, ne? Wenn ich jetzt die Energie nicht auf den Antrieb noch gelegt hätte, wäre vielleicht eins von den Fragmenten auf den Planeten gefallen. Durchaus nicht ausgeschlossen. Yes, Captain? So, Orbit Planet. Standard orbit. Aye, sir. Okay, auf in den Orbit. Okay, wie kriege ich jetzt die Hilfsgüter darunter? Geht das automatisch, wenn ich nah genug dran bin? Warten wir mal ab. Jetzt ist ja offensichtlich keine Zeit mehr. Alles klar, guten Hunger, Sunshine. Entering standard orbit. Incoming transmission. I am sending coordinates for your people to beam down. My sub-directors will advise them when they arrive. Coordinates received, Captain. Our teams will begin beaming down supplies and personnel immediately. Lowering shields for transport. Admiral Liu told us what happened to the Dragos colony. We've been unable to contact Mr. Takahara on the Geki mining colony. I can only hope their outpost survived the effects of the disturbance. Sir, all supplies and equipment have been beamed down. Again, thank you, Dauntless. I don't know what would have happened if you hadn't arrived when you did. Transport complete. We can get underway, Captain. Incoming message from Starfleet, sir. Schlag auf Schlag hier. Captain, one of our ships, the Sovereign, is on its way to our space dock facilities for refitting. She's manned by a skeleton crew and is being escorted by 2 Klingon birds of prey. Her captain, Jonathan Soto, has reported a breakdown in her warp drive, and she's had to lay over in the Tevron system. The Klingons are under orders to divert to Begrüßung Station and will not be able to stay with her. However, they will be able to transport Captain Picard there with them. Rendezvous with the Sovereign in the Tevron system and join the escort. Once the Sovereign is underway again, you are to continue your mission and deliver the relief supplies to the Geki colony. Liu out. Was, die Sovereign, Andy?
Your orders, sir? Cancel red alert. Oder was meintest du, Andy? Yes, sir? So, Set Course ins Tevron-System. Kito-Mehr Friedensvertrag. Ach, Prototyp der Schiffsklasse und Schwesterschiff der Enterprise E. Ja, offensichtlich nimmt das Schiff ja jetzt auch Picard auf und dann ist mein Mentor hier nur von kurzer Dauer an Bord gewesen. Okay, auf nach Tevron. Course laid in. Das Schiff eskortieren. Ich rechne mit keinerlei Zwischenfällen. Es passiert ja nie was in Star Trek. Okay, Energie. Yes, Captain. Leaving orbit. Approaching the Tevron system, sir. Any sign of the Sovereign and her escorts, Mr. Diaz? I have 3 ships holding in orbit around Tevron 2, Commander. Yes, sir. Initiating scan. Die Klingonen sind auch dabei, klar. Die helfen uns doch. Wie immer. That's the Sovereign, Captain. And 2 birds of prey. Shall I hail the Sovereign, sir? Na klar. Captain? Wir rufen die Sovereign. Channel open. Captain Soto, sir. On screen. Congratulations on your promotion to command, Captain. I'm glad to see you here. Repairs are progressing, but we only have a skeleton crew on board, so it's taking some time. We've had to take the impulse engines offline, so we're immobile until the repairs are complete. This would have been only a ferrying assignment. He's undoubtedly short-handed. Incoming message, sir. Captain Draxon of the Rancouf, sir. On screen. Hail, Captain. Your timely arrival frees my ship and the Trayor to depart for Biranu Station. However, there is something you must know before we leave. My tactical officer reported suspicious readings on his scanners on our way here. Suspicious in what way, sir? 2 very faint readings, fading in and out. He thinks we may have been followed by at least 2 vessels, cloaked. Your scanners could be out of sync. Not on my ship, Lieutenant. No! I speak truth. I would stay, but our duty demands we reach Biranu Station on our timetable. Be on guard, Captain. Excuse me, sirs, but we have company. 2 warbirds uncloaking to starboard. Was, jetzt hauen die Klingonen ab? Warum bleiben die nicht noch? Die sind doch immer für einen guten Kampf zu haben. Oder wollen die Romulaner vielleicht nur spielen? Ging mir mit vielen Spielen They're aus, hailing us, Andy. sir. On screen. Mit dem Englischen. Greetings, Captain. I am Toren, commanding the warbird Soryak. With respect, Captain, do you have some business with us? The Romulan Star Empire is well aware of the incident in the Vesuvi system. That was troubling. Now we have further cause for concern. The Enterprise has been patrolling the Maelstrom for quite some time. Now Starfleet has introduced this second Sovereign-class ship to the Maelstrom, a somewhat disputed area. We must question the reasons for its presence and its relationship to the Vesuvi event. I can assure you neither Starfleet nor the Federation knows any more than you do about the cause of the Vesuvi incident. 2 Sovereign-class vessels raise vast suspicions, Commander. Suspicions we are prepared to act on. Now. Sir, the Klingons have raised their shields and are powering up weapons. Let us see if these Romulans are truly prepared to act on these veiled threats. Who is threatening whom, Klingon? Hey, kein Krieg. I do not threaten. I challenge. Klingons have opened fire, Captain. Very well. Firing on the Sovereign. We shall play. Sovereign has taken some hits. Incoming transmission. Dauntless, we're losing Yes, shield Captain? integrity. Down 25%. I'm shipping Red more alert, power to the shields up. but I don't think they'll hold. The Dauntless is yours, Yes, Captain. That's a friendly target, sir. Holding position. Wer feuert denn hier auf wen? Warbirds uncloaking again.
They're firing. Captain Draxton on screen, sir. That's a friendly target, sir. We are attacking. Holding position. Out. Report, Lieutenant. Looks like the Klingons are doing a good job at distracting the warbird. While the Romulans are busy with the birds of prey, we can take a moment to plan our attack. Your phaser fire will be more effective if you target specific subsystems on the warbirds. Moving into attack range. Yes, sir. Your orders, Captain? Sweeping through phaser arcs. Yes, sir. Your orders, Captain? The forward shield is draining. Das muss so gehen. Sir, we are draining their top shield. Your orders, Captain. Yes, Captain. Damaging the cloaking device would put the Romulans at a disadvantage. Tja, ich weiß immer noch nicht, wie ich das mache. Moving into attack range. Their left shield is draining, Captain. Yes, sir. Yes, sir. Ich habe keine Ahnung. Yes, Captain. Bin überfordert. Pfeile in der Objektliste. Da. Okay. Maneuver to evade fire. Don't let Alter, meine yourself be a Munition muss ich stationary erstmal target. lernen. So, alles raus, was wir haben. Da habe ich aber wirklich alle Pfeile vorher gedrückt, außer den, ne? Yes, Captain. Yes, sir. Aye, Captain. Aye, Captain.
Captain. Our attacks are draining their right shield. Sweeping through phaser arcs. Your orders, sir? Aye, Captain. All stations, damage report. Low intensity Impulse phaser engines fire are will fully damage a functional. vessel's subsystem. Warp engines fully Full functional, power Captain. phases will weaken the Phaser enemy array shield. is fully functional. Torpedo system is fully functional, Captain. Sensor Yes, sir. system is fully functional. Hull integrity at 100%. Shields are at 100%. The forward shield is draining. Was ist denn ein kunstvoller Angriff? Status on the Romulans, Lieutenant. Looks like we've bloodied their noses a bit. Blutige Nase bei Romulanen. Schießen wir denn nicht mehr? Yes, Captain? They're turning about. They've gone to warp, sir. Okay, Where sie are abgehauen. they? Are they coming back for more or not? You don't get your wish, Ensign. Looks like they've gone. Klingon birds of prey uncloaking. Aye, Captain. Captain Draxon, sir. Aye, aye. On screen. It's past time for us to go on to Biranu Station, Captain. Although this has been an interesting skirmish. I am also due at Biranu Station, Captain Draxon. With your permission, I will transfer to your ship for the final leg of the journey. We will be honored by your presence, Captain. Make your preparations and transport to us when you are ready. Draxon out. I'll take my leave of you now, Captain. Good luck. Danke, Andy. Tschüss, Picard. Schön, dich an Bord gehabt zu haben. Transporter room reports Captain Picard is ready to beam over to the Rancouff, sir. Lowering shields for transport. Transporting now. Captain Picard has Your orders, transferred to the Captain? Klingon ship. Long-range scanners Cancel indicate red another alert. ship entering the system. It's the Zukov. Incoming message from the Zukov, sir. Captain Verada in command. On screen. Willkommen zurück, Sunshine. Guten Appetit. Dauntless, we have been assigned to complete the escort of the Sovereign to space dock. We will stand by until she is ready. You may proceed to the Bitte Vesuvi anstellen. system to supply the surviving colonies there. Verata, out. Transmission from Sovereign, sir. On screen. Immer auf dem Schirm. Alles auf dem Schirm. We've been able to make sufficient repairs to allow us to warp, Captain. We're heading on to Starbase 12 with the Zukov. Thanks for your help. Soto out. The Klingons are leaving, sir. I suggest we do the same. We have to complete our run to the Vesuvi system, sir. Starfleet regulations require us to drop out of warp at the edge of the Vesuvi system before proceeding to the inner planets. Okay. Yes, sir? Wie war das jetzt? Objectives. Supply Gigi Colony. So, wir haben Warp jetzt. Das aber helfen und jetzt Gigi Colony. Sir, we should head to the Geki colony and deliver their supplies. Yes, Ist die sir. Fahrt schon mit den Supplies? Zurück zu den Vesuvi? Wohin denn jetzt? Course laid in. Alles gut, die Schiffe sind alle weg. Ist denn hier noch irgendwas? Yes, sir. Initiating scan.
Not reading anything new, sir. Your orders, sir. Okay. Course laid in. Fliegen wir mal dahin zurück. Energie. Yes, Captain. First Officer's personal log, stardate 55297.3. I had a close look at the Sovereign yesterday. It was beautiful, an absolutely colossal ship. It was my hope that a chance to serve on such a vessel would come with my new posting. But Starfleet has its reasons for assigning me as First Officer on the Dauntless. With Captain Wright's experience and knowledge, I could have learned a great deal. Starfleet will surely feel the loss of such a capable officer. My new captain is just that. New. We'll probably be learning some lessons together. The captain spent a lot of time as a first officer, but has only been on the Dauntless for the last 4 months. From what I've read in the service records, I'm sure the captain will be a fine example for me. The bridge feels a little more social than I'm used to. It's understandable that the crew should feel comfortable with their former first officer in command. But respect and discipline should always be maintained on the bridge of a starship, and I intend to make sure they are. Okay, sie sorgt für Disziplin. In Kapitel 2. Wir müssen erstmal alle mit mir warm werden. Dropping out of warp, sir. We have arrived at Haven on the edge of the system. Shall we continue in toward the Geki colony? Genau, jetzt müssen wir zur Geki-Kolonie fliegen und da irgendwelche Vorräte abliefern. Bevor wir aber das machen, gehe ich auch nochmal was abliefern und bin in 90 Sekunden wieder für euch da. Genießt bis dahin den schönen Ausblick. So, da ist er wieder. Eine Fly-by-Cam. Kirk war immer auch so diszipliniert. Richtig schön wird das gehen, aber erst wenn alles, was grafisch möglich ist, anschaltet. Ich hoffe doch, ich habe alles eingeschaltet. Ja? Warum auch immer ich die Glow-Effekte nicht einschalten kann. Aber ansonsten alles eingeschaltet, inklusive Weltraumstaub. So, Your also, orders, sir. Zur Geki-Kolonie. Set Kurs. Orbit Planet. Wo sind denn hier meine Nav-Points? Es gibt keine. Bin ich denn hier falsch? Frachter 1, Frachter 2, Heaven Facility. Unterpunkt vom Vesuv-System. Ah ja, Geki-Kolonie. Alles klar. Course laid in. Danke. Yes, sir?
Okay. Your orders, Captain. Translate in. Yes, Captain. Warum können wir jetzt innerhalb des Systems warpen oder sehe ich das falsch? Naja, da kommen wir schon irgendwann an. We have arrived at Vesuvi 5, sir. Standing by to establish orbit, Captain. Yes, sir? Standard orbit. Aye, sir. Läuft doch schon ganz gut. So nah dran sieht aus, als würden wir gleich draufkrachen. Entering standard orbit. Shall I hail the colony, sir? Na klar. Your orders, Captain. Hailing frequencies open. Incoming transmission from the Geki colony, sir. On screen. Better late than never, Dauntless. It's a good thing that most of our facilities are below ground. It saved us from the brunt of the Vesuvi event. Now that you've arrived, I'll transmit the coordinates for your teams to beam down to. I have the coordinates for the colony, sir. Ready to commence beam down operations. Ist ja auch freundlich, besser spät Transporter als nie. rooms 2 and 3 report all supplies and relief teams have been transferred to the surface. That will do, for now. I shall contact you if our needs should change. Thank you, Dauntless. Takahara out. Sir, we are receiving an emergency transmission. It's pretty garbled. I'll boost the power to main comm array. That should clean it up. Okay, Notruf. This is the Cardassian freighter Karun. A Romulan vessel has attacked us. We have sustained heavy damage to our antimatter containment pods and are operating on emergency power. Please acknowledge. There's too much subspace interference to open a channel at this distance. The signal appears to emanate from the edge of the Beol system near Beol 4. Shall I set course? Captain, we must respond to this distress call. Okay, wenn der erste Offizier das sagt, wir müssen auf den Notruf reagieren. Da hat der Romulaner aber noch ziemlich ruhig geklungen dafür, dass das ein Notfall ist. Captain? Na gut. Course laid in. Beol 4, ne? Energie. Yes, sir. Leaving orbit. Captain, need I remind you of Starfleet regulations concerning distress calls? We should respond at once. Ja, machen wir doch. Arriving at Beol 4, sir. Dropping out of warp. The Karun is signaling, sir. Audio only. We are taking heavy damage. Lost the signal, sir. Yes, sir. Their comm array may have been damaged Initiating in the scan. attack. I'm reading 2 unknown contacts in this system, Captain. Yes, Captain? Resolving. It's a Cardassian freighter and a warbird, sir. The warbird is towing the Karun toward the system's asteroid belt. Why the asteroid belt? The asteroids would interfere with her communications. She wouldn't be able to send out another SOS. The Romulans could take her apart at their leisure. Initiating tactical maneuver. We are being Yes, hailed. Captain. On screen. Disengaging. Yes, sir. You again. Captain Turen, stand down immediately. You are attacking a ship protected by interplanetary law. So the law protects smugglers, does it? The treaty signed at the end of the Dominion War forbids the rearming of Cardassia's military. Scan them yourselves. I have no more time to waste with you. Toren out. Your orders, sir. Okay. Intercept course plotted. Von den Frachter Schmuggler sollen es sein. Mal gucken, was sie schmuggeln. Gut, dass ich die Romulaner noch nicht angegriffen habe. Yes, Captain? Yellow alert, shields Not up. reading anything new, sir. Captain? Intercept course plotted. Yes, Captain? Ja, wir müssen erstmal The mehr. Karun is drifting toward the asteroid belt. Her engines are still down. Sir, I'm getting a weak signal from her. Audio only. Federation vessels managed to patch communications. Emergency power is fading. We're coming, Karun. Yes, sir? Hold on. I can't detect the warbird. We should bring the Karun's speed to 0. Your orders, Otherwise, Captain? it may drift into another asteroid.
zu weit weg. Da musst du aber erstmal drauf kommen, das alles so schnell zu machen und genau das Richtige zu machen. Moving within tractor beam range of the freighters, sir. Tractor emitters at full power. Engaging tractor beam. We have the Karoon in tow. Incoming message from the Cardassian Gull, Captain. Captain, we are happy to see a Federation ship. We were making a supply run when the Romulan vessel ambushed us. We have been able to transfer power to our life support systems, but unless we get main power back online, we are not going anywhere. We've taken damage to our deuterium supply valves and our antimatter containment unit. Sir, we could send a team over to assist in the repairs. That would get the main drive back online. We are happy to accept the materials you offer, Captain, but we do not wish to inconvenience you too greatly. We can make the repairs ourselves. Warbird uncloaking, sir. They're firing on us. Initiating tactical maneuver. I'm projecting her course into the Your asteroid orders, belt, sir? Red alert. Your orders, sir? Captain? Okay, jetzt sind sie wieder weg. Yes, sir. Intercept course plotted. Yes, sir. That's a friendly target, sir. Holding position. Warbird uncloaking again, sir. Sweeping through phaser arcs. Lining up forward torpedo tubes. Friendly target selected. Holding fire. Warbird uncloaking again, sir. Katz und Maus. Sweeping through phaser arcs. Captain? Aye, Captain. All stations, orders, damage sir? report. Impulse engines are fully functional. Warp engines fully functional, Captain. Phaser array is fully functional. Torpedo system is fully functional, Captain. Tractor beam is fully functional, Captain. Sensor system is fully functional. Hull integrity at 100%. Shields are at 100%. Was jetzt? Kommen sie nochmal wieder? Wahrscheinlich. Friendly target selected. Holding fire. Warbird uncloaking again, sir. Sweeping through phaser arcs. Captain, our attacks are draining their right shield. Die Gefechte dauern vergleichsweise lange, auch mal bis was beschädigt The wird. forward shield is draining. Was sein? Your orders, Captain? Sonst auch immer da ständig trifft. Yes, sir. Friendly target selected. Holding fire. Yes, sir. Intercept course plotted. Captain? Warbird uncloaking again, sir. Engaging to disable, Captain.
Captain? Aye, aye. Aye, aye. Sweeping through phaser arcs. Lining up forward torpedo tubes. Forward uncloaking again, sir. Lining up forward torpedo tubes. Ich durfte sich ja gar nicht wegtarnen. Siehst du nicht, dass der die Tarnpflichtung gegen den Haken stellen wird, oder? The bottom shield is draining, sir. Sweeping through phaser arcs. Lining up forward torpedo tubes. Target hull integrity at 75%. Sweeping through phaser orders, arcs. sir? Sir, their aft shield is orders, draining. Captain? Lining up forward torpedo tubes. We are being hailed. On screen. Abgehauen. Excellent. You managed to drive them away. They'll think twice before preying on another helpless Cardassian freighter. Moving into attack range. They took some heavy damage, sir. I detect no other vessels. The area appears to be clear. Sir, may I ask your ship's cargo and destination? Relief supplies for an outlying outpost. The Federation was not the only one to suffer in the Vesuvi event. Very well. Good luck on the rest of your journey. Thank you for your assistance, Dauntless. We can continue with our repairs. Karun out. Running a standard scan on her, Captain. Results, Commander? I can't read her. She has a dampening field over her hull. That's odd. Are they hiding something? Perhaps the Romulans know something we don't. I've informed Admiral Liu of our progress. Admiral Liu is responding. Friendly target selected. Good work Holding defending the fire. Karun, Captain. The Romulan actions in this region have been erratic. Disengaging. We are unsure Aye, aye. as to their motives. It is possible that they are acting on intelligence unknown to us. In the meantime, I have an urgent assignment for you, Captain. Starfleet intelligence has received information regarding Ferengi vessels smuggling contraband to the Cardassians. Several suspicious activities have been reported in the Ceres system. Investigate. Try to keep it discreet. And find out what they're up to. Liu out. Also hier sind ja eine ganze Menge verschiedene Fraktionen zugange wegen diesem Vesuvi-Event, was für mich ja wie eine Supernova ausgesehen hat. Und jetzt sind ganz viele Fraktionen in dem Gebiet unterwegs und wir müssen irgendwie rausfinden, was los ist. Den kardassianischen Frachter, wo uns die Romulaner darauf aufmerksam gemacht haben, die könnten was schmuggeln, dass wir den jetzt so einfach fliegen lassen und sagen, hier, der hat ein Dämpfungsfeld und wir hauen ihn jetzt ab, weil der Admiral eine andere Aufgabe für uns hat, das ist ja irgendwie untypisch, oder? Und jetzt werden ganz viele verschiedene Storybögen der verschiedenen Fraktionen gespannt. Und man darf gespannt sein, wie die dann zusammenführen. Aber gut, ich denke, ich habe ja jetzt keine andere Wahl, außer Yes, sir? Kurs zu setzen. Der Admiral hat ja befohlen. Bei Starbase 12 vorbeischauen und Torpedos nachladen lassen und reparieren lassen. Okay, das können wir mal machen. Stimmt, da hatte ich gar nicht dran gedacht, Captain? dass wir das ja auch immer zwischendurch machen können. Cancel Red Alert. Captain?
Dann machen wir das mal. Guter Hinweis. Yes, sir. Diskretion, ja, ist auch gut, wenn man mit dem Koloss von Rhodos ins System einfliegt. Aber bitte ganz diskret. Du kannst auch sagen, jemandem ganz diskret einen dicken Knüppel über den Kopf ziehen. Auch ganz diskret. Alles klar, Sunshine. Schön, dass du dabei warst. Vielleicht bis später. Ansonsten bis ganz bald. Danke fürs Zuschauen. So, Set Course. Course laid in. Und Energie. Captain, we can't go to warp while inside an asteroid field. I have created a nav point to get us out of the asteroid field. Okay. Yes, sir. Dann mal los. Wo kann ich denn im Asteroidenfeld nicht auf Warp gehen? Gibt nicht viel Sinn, oder? Oder übersehe ich da was? Ich hätte gedacht, mit Impuls durchzufliegen wäre gefährlicher. Yes, Captain? Okay. Course laid in. Auf einer Sternbasis 12. Energie. Yes, sir. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, zwischen jeder Kampfmission dahin zu fliegen, nehme ich an, oder? Captain? Schick schaut die Station aus. Eigentlich, dass die Texturen vielleicht nicht ganz so hochauflösend für heutzutage. Man darf aber immer nicht vergessen, dass der Brüdel hier über 20 Jahre alt ist. Natürlich kein Vergleich mit anderen Retro-Spielen, die ich bis jetzt so gezeigt habe, die da mal 30 oder 40 Jahre auf dem Buckel hatten. Da konnte man dann wiederum von solchen Texturen nur träumen. Your orders, Captain. So, Hail. Geht nicht? On screen. Doch. Hello, Captain. Hello, Captain. New Holland, wie geht denn das? Set Kurs. Ach da, docken. Ah. Wenn ich dich nicht hätte, Andy. Zumindest bei solchen Spielen. Docking sequence initiated. Eigentlich müssten wir ja draußen in so einem Dock fliegen, wo dann die Reparatur stattfindet, oder? Good to see you, Dauntless. Da hätten sie ruhig noch eine kleine Animation zeigen können. Für heute lasse ich das mal so stehen, Andy. Flight Instructor Andy und Cadet JD. Ich bin in einem ferngesteuerten Taxi und du steuerst es. Yes, sir. Okay, jetzt Kurs nach Ceres. Course laid in. Und da treffen wir dann wohl auf die Ferengi. Yes, sir. Approaching the Ceres system, sir. Dropping out of warp. Long-range scan, sir? Ja, scannen auf jeden Fall. Yes, Captain. Initiating scan. Something there. Hard to read at this distance. Near Ceres to
That's all I can get now, sir. If we keep our weapons and shields offline, it will be much harder to detect our ship. Alles offline lassen, ja. Ich hatte jetzt auch noch nicht vor, Alarm zu geben. Yes, Captain? Okay. Enough point. Er hat gesagt, Series... Perhaps we should move further into the system. Ja, hab ich verstanden. So, er hat gesagt, Series 2. Und da steht Series 3. Space Taxi to the Sky. Das habe ich jetzt schon wieder übersehen. Der Typus hat gesagt Series 2 und hier habe ich aber nur Series 3 zum Orbiten. So, Enough Points habe ich keine. Your orders, Captain. Ja, Set-Kurs. Moment. So. Perhaps we should move further into the system. So, da ist es ja nicht. Er hat gesagt Series. Series 2 und hier ist Series 3. Ach, ich muss Series aufklappen. Okay, Series 2. Course laid in. Fliegen wir mal hin. Captain? Aye, Captain. Trotzdem unlogisch, dass das Dreier in dem einen steht und das Zweier in dem Approaching anderen, Ceres oder? 2, sir. Scanners indicate 3 contacts in stationary orbit at Ceres 2. Sir, should I conduct a scan of the area? Yes, Captain. Initiating scan. Und? Jetzt können Sie mal ein bisschen schneller, junger Mann. I'm reading a Ferengi Marauder, a Cardassian Galore, and a Keldon. Starfleet Registry identifies the Marauder as the Kravis, sir. Can they detect us? Not unless they can read us through a gas giant, Commander. We're out of their standard range. Unfortunately, we can't pick up any communications between the ships. There's too much interference from the gas giant. Even with shields and weapons offline, we'll still need to keep about 200 kilometers between us if we want to avoid detection. We could retreat behind the moon and eavesdrop from there, sir. Okay, hinter den Mond zurückziehen und von da versuchen, Yes, die Captain? Kommunikation abzuhören. Also das ist halt das, was ich unlogisch fand, ne? Set-Kurs, da war es ja drin, alles klar. Und bei Orbit Planet, jetzt ist bei Orbit, na egal. Komme hier immer noch durcheinander. So, dann gehen wir mal in Orbit beim Mond. Standard orbit. Aye, sir. Immer straight drauf. We're clear of the gas giants, sir. They can't detect us with their sensors at this range. Can you read their communications, Ensign? We'll have to boost the sensor system, sir. Yes, sir? Entering standard orbit. Better now. Much better. Audio only, but I can put it on speaker. Informed you have great need of this equipment for your military, surely you have no difficulty in understanding the old law of supply and demand. We have a contract. You will notice there is a forfeit clause. Forfeit? Your life and your ship, if we do not get our shipment. Coming right up, Go. Record the rest of it, Ensign. We'll review it later. Equipment for their military. They're forbidden to upgrade their ships or technology, not without Federation knowledge. Hence, smuggling. Sir, the transfer has been made. The Cardassian ships are leaving.
Your orders, They've sir. gone to warp. The Marauder is still on impulse power. It'll take them a few minutes to be up to full warp capacity. Shall we engage the Marauder, sir? Intercept course plotted. Leaving orbit. Your orders, sir? Okay, fangen wir den Spaß ab. Your orders, sir? Captain? Jetzt abfangen. Your orders, sir? Your orders, sir. Intercept us out, course Ensign. plotted. Mond abfangen hat doch auch mal was. Da muss man doch nur laut Q die Gravitationskonstante des Universums verschieben, oder wie war das? Yes, sir? Und schon können wir auch einen Mond abfangen. Your orders, Captain? The Marauder Yellow spotted alert, us. shields She's up. increased her speed, sir. Guess he doesn't want to get caught. Sir, do you want to disable her? Yes, sir. Initiating tactical maneuver. Aye, Captain. Captain, the Marauder is sending out a distress call to the Cardassians. We have to shut her down fast, sir. Yes, Captain? Wieder. Engines ist schon auf volle Pulle. Okay, komm. Your orders, Captain? Red alert. Warum erhöht sich das? Yes, Captain. Engaging to disable, Captain. Marauder is firing back. Shields are holding. Yes, sir? Sweeping through phaser arcs. Your orders, Captain? Sind die denn schon wieder so weit? Your orders, Captain? Your orders, sir? So, jetzt. Lining up forward torpedo tubes. Aye, aye. Captain? Sweeping through phaser arcs. Oh, der ging daneben. Your orders, sir? Lining up forward torpedo tubes. Yes, sir. Brücken die Unendlichkeit kenne ich gar nicht. Auf welchem System? PC, Diskette? Okay. Sweeping through phaser arcs. Meinst du als E-Book oder was? Oder ein Spiel? Moving into attack range. We have about 20 more seconds Sweeping before through she goes phaser to arcs. warp. Your orders, Captain?
Okay, da raucht es schon mal da drüben. The Marauder is warping out. Abgehauen. Questioning the Kravis may have allowed us to uncover the motives of the Romulans and Cardassians. We'll have to report our failure to discover anything pertinent about the smuggling, Captain. Admiral Liu will not be pleased. Tja. Admiral Liu wird nicht glücklich sein. Game over. Okay. Man darf also in diesem Spiel nicht ein einziges Mal was falsch machen, ja? Krass. Ich denke mal, angesichts der Tatsache, dass wir hier noch nicht so weit gespielt haben, machen wir nochmal vom letzten Savepunkt aus weiter, oder? Ach, okay. Approaching the Ceres system, Gar sir. nicht so üblich, ne? Dropping out of warp. Long-range scan, sir? Yes, Captain? Initiating scan. Something there. Hard to read at this distance. Near Ceres 2. Yes, Captain? That's all I can get now, sir. If we keep our weapons and shields offline, it will be much harder to detect our ship. Your orders, sir. Perhaps we should move Course further laid into in. the system. Aye, Captain. Mal gucken, ob es dieses Mal besser läuft. Hat es eigentlich von euch jemand durchgespielt, Bridge Commander? Approaching zum Ceres Ende? 2, sir. Scanners indicate 3 contacts in stationary orbit at Ceres 2. Sir, should I conduct a scan of the area? I'm reading a Ferengi Marauder, a Cardassian Galore, and a Keldon. Starfleet Registry identifies the Marauder as the Kravis, sir. Can they detect Wie us? lange hat's Not gedauert, unless they Andy? can read us through a gas giant, Commander. We're out of their standard range. Yes, sir? Unfortunately, we can't pick up any communications between the ships. There's too much interference from the gas giant. Even Standard with shields orbit. and weapons Aye, offline, sir. we'll still need to keep about 200 kilometers between us if we want to avoid detection. We could retreat behind the moon and eavesdrop from there, sir. We're clear of the gas giant, sir. They can't detect us with their sensors at this range. Can you read their communications, Ensign? Audio only, but I can put it on speaker. Informed you have great need of this equipment for your military, surely you have no difficulty Entering in standard understanding orbit. the old law of supply and Gerne, Andy. demand. We have a contract. You will notice there is a forfeit clause. Forfeit? Your life and your ship, if we do not get our shipment. Coming right up, go. Record the rest of it, Ensign. We'll review it later. Equipment for their military. They're forbidden to upgrade their ships or technology, not without Federation knowledge. Hence, smuggling. Sir, the transfer has been made. The Cardassian ships are leaving. Yes, Captain? Your orders, sir? They've gone to warp. The Marauder is still on impulse power. It'll take them a few minutes to be up to full warp capacity. Shall we Leaving engage orbit. the Marauder, sir? Captain? Your orders, sir? Your orders, Captain? So, auf geht's. So schnell es geht und aufhalten. Yes, sir? Take Intercept us out, course Ensign. plotted. Yes, sir? The Marauder spotted us. She's increased her speed, sir. Guess he doesn't want to get caught. Sir, do you want to disable her? Marauder is firing back. Shields are holding. Yes, Captain? Captain, the Marauder is sending out a distress call to the Cardassians. Your orders, We sir? have to shut her down fast, sir. So, jetzt. Was Besseres wüsste ich jetzt auch nicht. Außer volle Pulle alles raus und Warp-Antrieb kaputt machen.
Wenn ich den Warp-Kern anvisiere, fliegt das Schiff in die Luft, ne? Ich weiß nur nicht, warum wir nicht näher rankommen. Yes, Captain? Your order, sir? Okay. Danke. Jetzt sind wir in der zweiten. Ist doch schon mal nicht schlecht. Ich versuche es ja die ganze Zeit, aber ich komme nicht näher ran wegen dem Traktorstrahl. Muss ich auf 20 Kilometer ran. Obwohl das eigentlich ein Witz ist für den Weltraum, ne? 20 Kilometer ist ja nicht viel. Okay. Ja, alle daneben. Alle daneben. Hat der taktische Offizier Lack gesoffen oder was? So, Quad-Torpedo. Haben wir noch Torpedos? Okay. Diese Hitbox, ne gut, die ich bis jetzt geschossen habe, die sind ja deutlich dran vorbeigeflogen. Da hätte auch eine genauere Hitbox nichts geholfen. Dreifach, vierfach, alles vorbei. We have about 20 more seconds before she goes to warp. Was soll ich da machen? Das ist schon alles auf volle Pulle. Hab schon wieder umgestellt auf Einzelschuss. Ja, Warp-Antrieb von der Ferengi ist beschädigt, aber nicht kaputt. Waffen geboostet, ja, volle Pulle. Captain? The Marauder is warping out. Questioning the Kravis may have allowed us to uncover the motives of the Romulans and Cardassians. We'll have to report our failure to discover anything pertinent about the smuggling, Captain. Admiral Liu will not be pleased. Tja, jetzt kommt's drauf an. Wenn jemand noch eine gute Strategie weiß, dann können wir die noch ausprobieren. Ansonsten wären wir dann schon fast durch mit dem Angespielt. Also, die Waffen sind auf volle Pulle. Die Antriebe habe ich auf volle Pulle gestellt. Ich komme nicht in Reichweite für den Traktorstrahl. Habe die Phaser auf volle Pulle, Phaser und Torpedos feuern und die ganze Zeit auf den Warp-Kern gezielt. Und wüsste jetzt einfach nicht, vielleicht muss ich ja woanders drauf zielen. Ich danke dir, Andy. Wenn das dann klappt, dann können wir natürlich noch ein kleines bisschen weitermachen. Aber es geht natürlich heute und hier auch, hauptsächlich darum,
mir einen Eindruck des Spiels zu verschaffen und zu überlegen, ob wir da vielleicht eine kleine oder größere Serie draus machen aus dem Spiel. Und das liegt natürlich freilich auch an euch und an den Kommentaren und wie viele Leute sich das zu Gemüte führen noch im Nachhinein. Okay, Indy liest nach, aber da kann ich ja trotzdem schon mal sagen, Restart from last save. Proxima, schön, dass du da bist. Grüß dich. Willkommen bei Star Trek Bridge Commander. Approaching the Ceres system, sir. Dropping out of warp. Long-range scan, sir. Die Ferengi anfunken. Meinst du, dann hauen sie nicht ab, Echo? Mal gucken, was der Indy rausfindet. Scannen kann ich ja schon mal. Your orders, Captain. Initiating scan. Something there. Hard to read at this distance. Near Ceres 2. That's all I can get now, sir. If we keep our weapons and shields offline, it will be much harder to detect our ship. Ja, much harder to detect our ship. Obwohl, wir könnten vielleicht noch ein paar Sekunden rausholen, wenn ich erst roten Alarm gebe, wenn die Meldung kommt, dass die Ferengi uns entdeckt haben. Perhaps we should move further into the system. Vielleicht habe ich dann die Sekunden, die mir gefehlt haben. Oder? Das wäre zumindest möglich. Das probieren wir mal, bis der Indy was anderes Yes, findet. Captain? So, Sensor-Array boosten muss ich ja sowieso machen. Your orders, Captain. So, wie war das? Erstmal nach Ceres 2. Und dann... Course laid in. Yes, sir. Approaching Ceres 2, sir. Scanners indicate 3 contacts in stationary orbit at Ceres 2. I'm reading a Ferengi Marauder, a Cardassian Galore, and a Keldon. Starfleet Registry identifies the Marauder as the Kravis, sir. Can they detect us? Not unless they can read us through a gas giant, Commander. We're out of their standard range. Unfortunately, we can't pick up any communications between the ships. There's too much interference from the gas giant. Even with shields and weapons offline, we'll still need to keep about 200 kilometers between us if we want to avoid detection. We could retreat behind the moon and eavesdrop from there, sir. Hätte man drauf kommen können, statt den Warpspulen den Warp-Kern ausschalten. Naja, hätte man drauf kommen können. Keldon-Klasse, Cardassianer, Echo. Ja, hätte man drauf kommen können. Nee, eigentlich nicht. Weil für gewöhnlich, wenn ich den Warp-Kern anvisiere und ausschalte, fliegt das ganze Schiff doch in die Luft. Deswegen visiert doch normalerweise die Sternflotte so gut wie nie den Warp-Kern an. Also finde ich schwierig, da drauf zu kommen. Aber ich mach's natürlich. Your orders, Captain. So, also. Standard orbit. Aye, sir. Jetzt können wir uns erstmal wieder das Geblubbere anhören. We're clear of the gas giant, sir. They can't detect us with their sensors at this range. Can you read their communications, Ensign? Audio only, but I can put it on speaker. Informed you have great need of this equipment for your military. Entering standard you have orbit. No difficulty in understanding the old law of supply and demand. We have a contract. You will notice there is a forfeit clause. Forfeit? Your life and your ship, if we do not get our shipment. Coming right up, Gulf. Record the rest of it, Ensign. We'll review it later. Equipment for their military. They're forbidden to upgrade their ships or technology, not without Federation knowledge. Hence, smuggling. So ist es, Indy. Sir, the transfer has been made. The Cardassian ships are leaving. Your orders, sir? They've gone to warp.
The Leaving Marauder orbit. is still on impulse power. It'll take them a few minutes to be up to full warp capacity. Yes, Shall sir? we engage the Marauder, Intercept sir? course. Take us plotted. out, Ensign. Your orders, Captain? Your orders, sir? Roter Alarm erst, wenn sie uns entdecken. The Marauder spotted us. She's Yes, sir? increased her speed, sir. Guess she doesn't want to get caught. Sir, Yes, do you Captain? want to disable her? Ich nehme noch mal ein bisschen was bei den Schilden raus. Ja. Captain? So, überhaupt kein anvisiert. Captain, the Marauder is sending out a distress call to the Cardassians. We have to shut her down fast, sir. Marauder is firing back. Shields are holding. Genau, die schmeißen sie lieber raus. Also. Jetzt! Torpedo. Your orders, Captain? Your orders, Captain? Ja, Druff. Immer Druff heißt die Order. Ich habe nicht sofort Red Alert gegeben, weil es ja hieß, wir haben uns, wir wissen noch nicht, dass wir da sind. Ich dachte, wir würden vielleicht ein bisschen Zeit gewinnen dadurch. Danke, danke. Auf Low Yes, sir. schalten, okay. Probieren wir mal aus. Irgendwie muss das ja hier zu knacken sein. Aber du hast recht, manchmal ist es echt knifflig, dass dann immer gleich direkt Game Over ist. Aber wenigstens sind die Speicherpunkte relativ gnädig. Diese friedliche Musik bei einem Kampf, ja. Genau, romulanisches Bild. Romulanisches Bild. Doch, ist Red Alert. Hab ich geklickt. Also selbst wenn ich es nicht geklickt hätte, Yes, sir? die Energielevel sind ja oben. Captain? Nicht, dass ich da so eine Stelle habe, die ich 100.000 Mal machen muss, wie bei Bridge Crew, wer sich daran vielleicht noch erinnert. Das war ja der Running Gag teilweise. Eine Mission, keine Ahnung, wie oft ich die gespielt habe. Bis wir sie dann im Multiplayer geknackt haben. Ja, auf jeden Fall treffen die Torpedos besser. Ich visiere den überhaupt keinen an, aber die werden getroffen. Ich komme aber auch nicht näher dran, obwohl ich sage Close Distance, sodass ich den Traktorstrahl gar nicht einsetzen kann. We have about 20 more seconds before she goes to warp. Die obligatorischen 20 Sekunden, die ich noch habe.
Marauder is warping out. Und wieder sind sie weg. Questioning the Kravis may have allowed us to uncover the motives of the Romulans and Cardassians. We'll have to report our failure to discover anything pertinent about the smuggling, Captain. Admiral Liu will not be pleased. Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Und guten Abend, Danny. Schön, dass du da bist. Das wäre was für einen Auftritt bei Wetten, dass. Danny kann jede Torpedoart an ihrem Geräusch erkennen. Oder vielleicht doch volle Phaser, bis die Schilde unten sind. Ja. Wir können uns ja nochmal in Ruhe eine Taktik überlegen. Also, wir sind dahin geflogen. So, was können wir noch ändern? Direkt auf dem Hinflug roten Alarm schon machen. Gar nicht warten, bis wir detected werden. Ist okay. Die Energielevel runter. Engine hoch. Waffen hoch. Von den Energieleveln. Dann Warpkern anvisieren. High Energy, bis die Schilde runter sind. Und dann auf Low Energy. Ich könnte natürlich statt Disable auch mal auf Destroy schalten. Was das für eine Änderung bringt. Das wäre vielleicht nochmal irgendwie was. Hast du früher schon Warp-Gondeln anvisieren? Warp-Gondeln anvisieren habe ich vorher versucht, gar nicht. Erfolglos. Eine schwierige Frage. Natürlich probieren wir es nochmal. Kennst du Bridge Commander, Danny? Schon mal gespielt? Okay, wir probieren es nochmal. Approaching the Ceres system, sir. Dropping out of warp. Long-range scan, sir. Naja, die haben sie alle, auch wenn es keine Gondeln sind. Ne? Ein bisschen schnittiger verkleidet. Your orders, Captain. Also nicht, dass die Ferengis verkleidet sind, ich meine die Verkleidung des Warp-Antriebs. Initiating scan. Something there. Hard to read at this distance. Near Ceres 2. That's all I can get now, sir. If we keep our weapons and shields offline, it will be much harder to detect our ship. Course laid in. Ja, ich würde sagen, nicht nur gewisse Parallelen. Ich würde mal behaupten, Bridge Commander war das Vorbild für Bridge Crew. Perhaps we should move further into the system. Aye, aye. Jeffrey Tubes, Jeffrey Röhren, okay. Die können wir ja auch mal anvisieren. Vielleicht ist der Ferengi-Captain ja gerade in der Jeffreys Röhre. Approaching Ceres 2, sir. Scanners indicate 3 contacts in stationary orbit at Ceres 2. Sir, should I conduct a scan of the area? I'm reading a Ferengi Marauder, a Cardassian Galore, and a Keldan. Initiating scan. Starfleet Registry identifies the Marauder as the Kravis, sir. Can yes, they detect Captain? us? Not unless they can read us through a gas giant, Commander. We're out of their standard range. I'm not reading Unfortunately, we anything can't new, pick up Captain. any communications between the ships. There's too much interference from the gas giant. Even Standard with shields orbit. and weapons Aye, offline, sir. we'll Captain? still need to keep about 200 kilometers between us if we want to avoid detection. We could retreat behind the moon and eavesdrop from there, sir. We're clear of the gas giant, sir. They can't detect us with their sensors at this range. Can you read their communications, Ensign? Audio only, but I can put it on speaker. Informed you have great need of this equipment for Yes, your sir. military, surely you have no difficulty Entering in standard understanding orbit. the old law of supply and demand. We have a contract. You will notice there is a forfeit clause. Leaving orbit. Your orders, sir. Your life Intercept course and your plotted. ship. Yes, sir. If we do not get our ship, He's been detected, sir. Sir, the Your orders, Captain? Cardassians have turned on the Marauder. They're firing on her. She's taking heavy damage. Yes, Captain? Jetzt kommen wir plötzlich näher ran. Fazit, grüß dich!
Kravis has been destroyed. Except for those of us who have our doubts about Ferengi loyalty, no one is going to be happy. Reporting our status to Starfleet. Wie geht das jetzt plötzlich? Incoming subspace transmission from Starfleet, sir. Captain, our Ferengi allies are extremely upset by the loss of the Kravis. Damon Prague was one of their leading captains. Your failure to protect him and his ship is a black mark on your record that will have to be examined closely. Liu out. Lass mich raten. Game over. Aber wie habe ich das dann jetzt gemacht? Ich bin, während die noch am Quatschen waren und als die Cardassianer noch nicht weg waren, direkt volle Pulle hin, habe gesagt, hier zerstören. Ich habe zwischendurch umgeschaltet auf Disengage, aber ich glaube, die Cardassianer haben jetzt auch noch auf den Ferengi Marauder geschossen, weil, ja, sie wahrscheinlich Zeugen beseitigen wollten oder so. Der wird doch der Ferengi in der Pfanne verrückt. Ja, in die denke ich mir. Jetzt war ich zu schnell. Ich wollte schneller sein als eben. Komm, ein Versuch noch. Ja, ich habe den Ferengi vernichtet. Verdammt. Approaching the Ceres system, sir. Dropping out of warp. Captain, long-range scan, sir. Initiating scan. Your orders, sir? Something there. Hard to read at this distance. Near Ceres 2. That's all I can get now, sir. If we keep Yes, our Captain? weapons and shields offline, it will be much harder to detect our ship. Course laid in. Aye, aye. Ja, ich weiß, böser Dachs. Ich brauche vielleicht eine neue Brille. Ich wollte ja eigentlich gar nicht auf die schießen. Approaching Ceres 2, sir. Scanners indicate 3 contacts in stationary orbit at Ceres 2. Yes, sir. I'm reading a Ferengi Marauder, a Cardassian Galore, and a Keldon. Initiating scan. Starfleet Registry identifies the Marauder as the Kravis, sir. Can they Nee, detect die wollten us? einfach Not Zeugen unless they vernichten. can read us through a gas giant, Commander. We're out of their standard range. Your orders, sir. Unfortunately, Nothing new, we can't sir. pick up any communications between the ships. There's too much interference from the gas giant. Even with Standard shields orbit. and weapons Aye, offline, sir. we'll still need to keep about 200 kilometers between us if we want to avoid detection. We could retreat behind the We've moon been detected, and sir. eavesdrop from there, Sir, the Cardassians have turned on the Marauder. They're firing on her. She's taking heavy damage. Your orders, Captain? Sie feuern auf sie? Your orders, sir? Grüne, hä? Entering standard orbit. Sie feuern auf sie. Ich habe da jetzt gar nichts anderes gemacht als sonst. Your orders, sir? Warum greifen die denn jetzt die Kravis an? Leaving orbit. Captain? Wie haben die mich denn jetzt? Your orders, sir? Your orders, sir? Schwierig, da nicht schwierig. Die Runde geht gleich wieder verloren. Energie runternehmen. Ja, die Energie für die Sensoren musste ja auf volle Pulle sein. Die hatte ich vorhin auch nicht runtergenommen. Das wird wieder nichts. Kravis has been destroyed. Aber diesmal habe Except ich for nicht auf those die of us who Ferengi have our geschossen. doubts about Ferengi loyalty, no one is going to be happy. Reporting our status to Starfleet. Okay, wir Incoming subspace transmission from Starfleet, sir. versuchen wir vielleicht nochmal ganz sachte. Captain, our Ferengi allies are extremely upset by the loss of the Kravis. Damon Prague was one of their leading captains. Your failure to protect him and his ship is a black mark on your record that will have to be examined closely. Liu out. Also gegen die Cardassianer komme ich nicht an. Die Variante geht schon mal gar nicht.
Approaching the Ceres system, sir. Dropping out of warp. Long-range scan, sir. Normalerweise quasseln die auch nicht so durcheinander da nicht. Das ist nur, wenn man schon Befehle gibt, während die noch am Reden sind, dann redet jemand anders. Also normalerweise, wenn man es zurückhaltend angeht, reden die Offiziere nicht so viel durcheinander. Your orders, sir? Captain? So, wir brauchen volle Pulle Sensoren sowieso. So, wir sind auf grünem Your orders, sir? Alarm. Und jetzt Captain, scannen wir den Bereich. initiating scan. Something there. Hard to read at this distance. Near Ceres 2. That's all I can get now, sir. If we keep our weapons and shields offline, it will be much harder to detect our ship. Okay. Yes, Captain? Power überprüft. Perhaps we should move further Your orders, into Captain? the system. Engines 99%, Sensor-Array 125%, Alarmstufe grün. Er hat gesagt, ich mache ja nichts anderes als vorhin. Schilder auslassen, Waffen auslassen. Das machen wir. Yes, sir? Course laid in. Yes, sir. Approaching Ceres 2, sir. Scanners indicate 3 contacts in stationary orbit at Ceres 2. I'm reading a Ferengi Marauder, a Cardassian Galore, and a Keldon. Your orders, Captain. Starfleet Registry identifies the Marauder as the Kravis, sir. Can they detect us? Not unless they can read us through a gas giant, Vielleicht, weil Commander. ich hier gescannt habe. We're out of their standard range. Unfortunately, we can't pick up any communications between the ships. There's too much Captain? interference from the gas giant. Even with shields and weapons offline, we'll still need to keep about 200 kilometers between us if we want to avoid Yes, detection. Captain? We could das retreat war, behind weil the ich hier moon gescannt and habe. eavesdrop from there, sir. Standard orbit. Aye, sir. Das war, weil ich We're bei der clear of the Station gas vorher giant, sir. gescannt habe. They can't detect us with Hallo. their sensors at this range. Nicht dazwischen Can you nehmen, wenn der read their Captain spricht. communications, Ensign? Audio only, but I can put it on speaker. Informed you have great need of this equipment for your military, surely you have no Entering difficulty standard in orbit. understanding the old law of supply and demand. We have a contract. You will notice there is a forfeit clause. Forfeit? Your life and your ship. If we do not get our shipment. Coming right up, Go. Record the rest of it, Ensign. We'll review it later. Equipment for their military. They're forbidden to upgrade their ships or technology, not without Federation knowledge. Your Hence, orders, Captain? smuggling. Sir, the transfer has been made. The Cardassian ships are leaving. So, warten, bis wir wirklich weg sind. Yes, sir? They've gone to warp. Yes, Captain? The Marauder is still on impulse power. It'll take them a few minutes to be up to full warp capacity. Shall we Yes, engage the Captain? Marauder, sir? Intercept Take us out, course Ensign. plotted. Your Leaving orders, sir? orbit. Your orders, sir? Your orders, Captain? The Yes, Marauder Captain? spotted us. She's increased her speed, sir. Guess he doesn't want to Okay. get caught. Sir, do you want to disable her? Marauder is firing back. Shields are holding. Und jetzt volle Energie auf die Phaser. Captain, the Marauder is sending out a distress call to the Cardassians. We have to shut her Bis die down Schilder unten fast, sind, ne? sir. Und dann auf niedrige Energie, um die Subsysteme zu beschädigen. So war das, ne? Ja, gut. Your orders, Captain?
Antrieb? Yes, sir. Ja, aber welchen? Ich habe auf die Warp Engines habe ich vorhin gezielt. Das Komm-System, nur was hier links steht. Also wir haben Warp Engines probiert und danach hat man die nachgeguckt und hat gesagt, umstellen auf Warp Kern. Aber jetzt würde wahrscheinlich auf Warp Engines klappen, wie beschädigt das Ding jetzt schon ist. Und jetzt kriege ich noch einen Traktorstrahl. Manuell fliegen. Dann Warp Engines. Jetzt nehmen sie auch Schaden, was wir vorher nie getan haben. Weil die Schilde jetzt unten sind. Ja. Unten eine niedrige Energie und die Schilde sind unten. Jetzt könnte es was werden. Drückt die Daumen. That's it, sir. Both her warp engines are offline. Jawohl. Hail the Marauder, Ensign. Vorspringen, ja. Marauder, this is the USS Dauntless. Identify yourself. Yes, Dauntless, you have damaged us for no reason, and... Get him on screen, Ensign. Damit er nicht abhauen kann, trotzdem auf den Warp-Antrieb quasi, oder? Yes, greetings, Captain. Damon Prague, in command of the Cravers here. Doing a little business, were you, Damon? A female, speaking to me. Captain, it is insufferable that I am a Starfleet officer, Damon. You've just violated about 20 Federation laws by aiding a former enemy. What would Nagus Rom think of that? Now, what was your business with the Cardassians? This was a simple transport contract. I picked up a cargo and delivered it. Just that. What was the cargo? Truly, I do not know. Oh, please don't tell me you didn't peek. What was it? Very tightly sealed. I couldn't open it. It was a plain container. There was nothing to even hint at the contents. Truly. How about an educated guess? Captain, the Cardassians have come back. They heard his SOS. Position? Edge of the system. Coming fast. We will continue this later, Prague. Yes, sir? Hailing frequencies open. No response. Hailing frequencies open. Captain? No response. We're coming under fire, sir. Didn't we just save the freighter? Engaging What's to going on disable, here? Captain. Incoming transmission. Ach was. They're firing at us. Dauntless, you must protect us until we have warp capacity. Jetzt haben wir es gerade erst kaputt I'll gemacht. do everything I know. Please, Dauntless. Sweeping through phaser arcs. Sir, we are draining their top shield. Their bottom shield is draining, sir. Captain? Orders, Captain? Was? Lining up forward torpedo tube.
mein Bestes. Sweeping through phaser arcs. Target hull integrity at 25%. Traktorstrahl, immer mal Their einschalten. sensor system has been disabled. Das Sensorsystem disabled. Lining up forward torpedo tubes. Captain? Sweeping through phaser arcs. Yes, sir. Sir, we are draining their top shield. Versuchen den Antrieb zerstören. Captain? Lining up forward torpedo tubes. Your orders, Captain? Moving into attack range. Das sieht, glaube ich, gar nicht schlecht aus. Lining up forward torpedo tubes. Their aft shield has failed, Captain. Yes, sir. Hi, Captain. All Your stations, orders, sir? damage report. Impulse engines are fully functional. Warp engines fully functional, Friendly Captain. target selected. Sensor system Holding is fire. fully functional. Hull integrity at Their 100%. aft shield has failed, Captain. Shields are at 100%. Ich glaube, wir kommen klar. Danke für die ganzen Tipps. Sweeping through phaser arcs. Sorry, wenn ich nicht immer alles so umsetzen kann. Oder gleichzeitig und hin und her. Aye, aye. Target hull integrity at Sweeping through phaser 75%. arcs. Lining up forward torpedo tubes. Solange die Crevice nicht angegriffen wird, ist alles gut. Sweeping Your through orders, sir? phaser arcs.
Target hull integrity at 75%. Lining up forward torpedo tubes. Vor allen Dingen Sweeping through phaser arcs. They're turning away. Their warp engines are engaged. They've warped out. Daemon Prague is signaling. On screen. Dauntless! Moving into attack Thank you for your protection. Interesting. Especially since you called for the Cardassians to come back in the first place. Clearly an error on my part. I must apologize. I apologize. We part on a friendly basis, do we not? Friendly? That depends on what you delivered to the Cardassians. Niemand ist hier freundlich. Well, I received a shipment from a trader near the neutral zone. The Cardassians were most anxious to get it. It's some piece of equipment they do not have. Perhaps they're not allowed to have it. They were concerned that my ship not go through any Federation inspection point. And of course, you didn't. My course didn't take me near one. It happens. I'm sure it happens frequently with you, Daemon. Expect a financial levy on your profit from this venture from the Grand Nagus. I doubt he'll be happy with you once we inform him of your activities. Dauntless out. I'm sure he had more to say. Pity we won't hear it. The Marauder's warp engines are back online and powered up. Very efficient repair crews, I'd say. Kravis is warping out. We've gotten all the information we can here. Reporting our status to Starfleet. Wieder ein unbefriedigendes Ergebnis. Wir wissen immer noch nicht mehr. Admiral Liu is responding. Routing to the view screen. Hello, Dauntless. I've sent your transmission on to the intelligence experts. An open attack on a Federation vessel is a serious event, but may only be the action of a small faction inside the Cardassian military. Which brings me to your next assignment. We received garbled signals from Klingon and Cardassian ships resupplying at Biranu Station. It appears the Klingons and Cardassians are on the verge of open conflict. Captain Picard has asked us to send a Federation starship to help defuse the situation. Yours is the only ship close enough to respond. We lost contact with the station shortly after they transmitted their distress call. Considering the Cardassian attack on the Dauntless, I'm concerned for the well-being of the station. Proceed to Biranu immediately. Liu out. Standing by to change course, sir. Okay, wir sollen direkt zur Hilfe der Klingonen. Aber ich glaube, es ist in dem Spiel unkritisch, wenn man immer wieder den Umweg über Sternbasis 12 fliegt für Reparaturen und Aufmunitionierung. Richtig? Genau, das habe ich so verstanden, dass das ja nie ein Problem Captain, ist. cancel Red Alert. Hast du es eigentlich durchgespielt? Yes, Captain? Genau, immer das einzige Schiff in Reichweite. Und immer wenn ein Ding vorbei ist, gibt es gleich den nächsten Ruf. Das Problem bestand ja schon vorher. Da hätte uns der Admiral eigentlich aktiv rufen müssen, oder? Also ich kann jetzt schon sagen, für ein so altes Spiel finde ich das echt gut. Captain? Ich weiß gar nicht, warum ich das verpasst habe. Course laid in. Yes, Captain. Meinst du, da könnte noch trotzdem ein Timer im Hintergrund laufen, Andy? Yes, sir. Docking sequence initiated. Immer ein Timer im Hintergrund. Welcome back. Okay, dann verlieren wir mal keine Zeit. Wenn es darum geht, weiterzumachen, okay. Your orders, sir.
Okay, Set-Kurs. Wohin war es ja nochmal? Bio, ne? Course laid in. Your orders, Captain? Nochmal nachgucken. We must attempt to defuse the situation between the Klingons and Yes, sir. Cardassians in Biranu 2. Biranu 2, also Biranu. Course laid in. Energie. Yes, Captain. Approaching Biranu Station, sir. I have a visual on the station, sir. There are 2 Klingon birds of prey and 4 Cardassian Galore-class vessels. Maybe it's a party. Picking up ship-to-ship transmissions, audio only. Cardassian swine! You wallow in the mud of your past, claiming glory. I've identified the Klingon ships as the Rankuf and the Treyor. You are a shadow. You are nothing. No information on the Cardassian vessels, sir. We're a little weak in that area of the registry. Continuing to monitor ship-to-ship transmissions, sir. Incoming message from Biranu Station, sir. Good to see you again, Captain. I've tried to reason with the Klingons and Cardassians, but the two seem intent on battle. As you can tell, the situation with the Klingon and Cardassian ships is disintegrating rapidly. You are ordered to stay out of it if a skirmish ensues. Biranu Station is neutral and Starfleet is not involved. Stand by for further orders. Sir, the Cardassians are hailing us. Your orders, Captain? Yellow alert, a shields Federation up. vessel. We wish no harm on you, but perhaps you can muzzle your Klingon dogs. Call us dogs. Then you shall feel our bite. Sir, the birds of prey have cloaked. If it's a beating these Klingons desire, I will be more than happy to accommodate them. Captain, the Klingons have decloaked and are opening fire on the Galores. Seems the Klingons have gone and done it again. The Cardassians have fired on the birds of prey. And we're on a leash. You heard our orders, Ensign. We stay out of it. Ja, ganz raus. Applaud, Captain. Join us, and together we shall uphold the honor of both the Federation and the Klingon Empire. Wir wollen uns raushalten. The third Cardassian Captain? looks like he's maneuvering for a firing Red pass alert. on the station, sir. Report, Lieutenant. I could be wrong. No, there. One of the Galores has opened fire on the station. Attacking order, a sir? defenseless station. Some challenge for a warrior race. What did you expect? They're Cardassian. It's what they live for. Belay that talk, Ensign. At least until later. Captain, Moving I'm into receiving a attack. transmission from Biranu Station. On screen now, sir. The station commander is dead, and I am assuming... Sir, we are draining their top shield. Severely damaged. You must protect this station. Their left shield is draining, Captain. Your Their order, forward sir? shield is draining. Target hull integrity at 75%. Glaubst du da rum? Lining up rear torpedo tubes. Target hull integrity at 50%. Sweeping through phaser arcs. Their bottom shield is draining, sir. Sir, we are draining Alles gut. up top Forward shield. torpedo tubes. Tu, was ich kann, Andy. Probier alles aus. The aft shield has failed, Captain. Sweeping through phaser arcs. The aft shield has failed, Captain. Target's hull has been breached, Captain. Sweeping through phaser arcs. Los, stopp! Lining up forward torpedo tubes.
Sir, the Cardassians are turning tail. Dauntless gunning, Cardassians running. That's what I like to hear. The surviving Galors have warped out of the region. Captain, the Klingons are hailing us. Cowards! They have no stomach for battle. I will give them the death they deserve. Come, Captain. The chase begins. Draxon Moving out. into attack range. Their course suggests that they're headed to Biranu 1. Should we pursue, sir? Yes, sir? Bureau 1. Hinterher. Course laid in. Aye, Captain. Transmission from Captain Draxon, sir. They run like the cowards they are. Join us, Yes, sir. Join us in the chase. Engaging to destroy, Captain. Your orders, sir? Yes, Captain. Sir, we are draining their top shield. Mal gucken, ob man jetzt Moving auch into funktioniert attack in die. range. Ich hoffe, es gibt verschiedene Möglichkeiten, manchmal wie die Story verläuft. Vielleicht auch hier. Sir, incoming message from Captain Picard. Dauntless, our sensors show 2 more Galore-class ships heading towards us. We are defenseless. You must return Captain, now. The raft shield has failed. Cardassian Galores are closing on the station. They are not responding to hails. Return to Biranu Station Wo ist denn immediately. die Station? Emergency transmission from Captain Wohin? Picard, sir. Biranu 2? Biranu Course 2. laid in. Dauntless, I'm putting out Yes, an sir. emergency distress signal to all ships within range. You must hold off the Galores. Picard out. War das richtig? Ich dachte, ich kämpfe mal mit den Yes, Klingonen. Captain. Engaging to destroy, Captain. Moving into attack range. Your orders, sir? Ja. Yes, Captain. Sweeping through phaser arcs. Captain, the Biranu station just lost their shield generator. They're wide open to attack. Your orders, Hull Captain? integrity at 75%. Die Target Klingonen hull sind nicht mehr da, um integrity zu at helfen. 50%. Moving into attack range. Their sensor system has been disabled. Sir, the Treyarch has been destroyed. Sir, a Klingon bird of prey has just entered the system. Audio signal from Klingon vessel Rancouver, sir. We heard Biranu Station's call for help, Dauntless. We have broken off the chase to assist you. Cooperation from the Klingons? That's new. There are Sweeping those among through us who have phaser respect arcs. for your Captain Picard. There will be no honor in his loss here, this day. Sir, the Klingons are engaging the Galores. Sehr gut. Aber vielleicht tun sie das Sir, auch nur, weil wir the ihnen geholfen station is haben. taking a heavy pounding. They can't last much longer. Transmission from the station. It's weak, but I can amplify it. On screen. Dauntless,
We are losing power. This transmission may not get... Sir, we are draining their top shield. Rear torpedo tubes. I've lost the signal, sir. Their bottom shield is draining, sir. Rolling back for an attack run. Ja, die Klingonen machen die andere Galor fertig. Vielleicht helfen wir besser aus dem The Himmel. top shield has failed. Moving into attack range. Their bottom shield is draining, sir. Sweeping through phaser arcs. Their bottom shield is draining, sir. Aber eigentlich kann der eine Galor jetzt nicht mehr auf die Station schießen. Alcohol integrity at 75%. Moving into attack range. Komm schon! Target's hull Sweeping has been through breached, phaser Captain. arcs. Captain, they have destroyed the station. Was? In derselben Sekunde? Sir, there will be serious repercussions from this. Not only was Captain Picard aboard that station, but so were several of the Federation's best and brightest representatives. Reporting our status to Starfleet, Admiral Liu is responding. Captain, the loss of Jean-Luc Picard and the others aboard the Begrüßung station is a great blow to the Federation. I believe I made a grievous error in placing you in command. There will be an inquiry into your actions, Captain. I am sadly disappointed in your performance. You will hand over command of the Dauntless to Commander Larson, effective immediately, and return to Starbase 12. Liu out. Vor allen Dingen, das war ja jetzt auf die letzte Sekunde. Die Station ist doch gleichzeitig mit dem letzten Schiff explodiert. Oder habe ich da gerade was verpasst? Und da muss ich ja die letzte Galor gar nicht gegenüber dem klingonischen Schiff und meinem Schiff gewehrt haben und weiter auf die Station gefeuert haben. Ergibt null Sinn. Irgendwie. Oder? Gut, ich lasse euch nochmal 90 Sekunden alleine und dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr wollt, dass wir das nochmal probieren. Ich bin aber geneigt, dass das dann für das Angespielt wahrscheinlich das letzte Gefecht sein wird. So, bis gleich. Da ist er wieder. Ja, das Spiel hat seine eigenen Mechaniken. Definitiv. Kommen die Klingonen mir dann auch überhaupt zu Hilfe, wenn ich die Cardassianer nicht mitverfolge? Fragezeichen. Approaching Begrüßung Station, sir. I have a visual on the station, sir. There are 2 Klingon birds of prey and 4 Cardassian Galore-class vessels. Maybe it's a party. Picking up ship-to-ship transmissions, audio only. Cardassian swine! You wallow in the mud of your past.
claiming glory. I've identified the Klingon ships as the Rankuf and the Treyar. You are a shadow. You are nothing. No information on the Cardassian vessels, sir. We're a little weak in that area of the registry. Continuing to monitor ship-to-ship transmissions, sir. Incoming message from Begrüßung Station, sir. Good to see you again, Captain. I've tried to reason with the Klingons and Cardassians, but the two seem intent on battle. As you can tell, the situation with the Klingon and Cardassian ships is disintegrating rapidly. You are ordered to stay out of it if a skirmish ensues. Begrüßung Station is neutral and Starfleet is not involved. Stand by for further orders. Sir, the Cardassians are hailing us. Your orders, sir? A Federation. Red alert, shields up. We wish no harm on you, but perhaps you can muzzle your Klingon dogs. Call us dogs. Then you shall feel our bite. Sir, the birds of prey have cloaked. If it's a beating these Klingons desire, I will be more than happy to accommodate Captain? them. Captain, the Klingons have decloaked and are opening fire on the Galores. Seems the Klingons have gone and done it again. The Cardassians have fired on the birds of prey. And we're on a leash. You heard our orders, Ensign. We stay out of it. Kapla, Captain. Join us, and together we shall uphold the honor of both the Federation and the Klingon Empire. The third Cardassian looks like he's maneuvering for a firing pass on the station, sir. Report, Lieutenant. I could be wrong. No, there. One of the Galores has opened fire on the station. Attacking a defenseless station. Some challenge for a warrior race. What did you expect? They're Cardassian. It's what they live for. Belay that talk, Ensign. At least until later. Captain, Moving I'm into receiving a attack transmission from Begrüßung Station. On screen now, sir. The station commander is dead, and I am assuming command here. We have been severely damaged. You must protect this station. Looks like we got their attention, sir. The Galore is turning to engage. The Treyar has been destroyed. At least we succeeded in luring them off the station. Sir, we are being hailed by one of the Klingon ships. Audio only. Hail, Dauntless. We fly to your side in the face of the aggressor. Good of them. Lining up forward torpedo tubes. The Klingons' maneuvering and firing patterns are erratic. Unless they watch themselves, they could hit the station. Typical. They just run and shoot and don't care if it's a friend or foe in their Also, wir hauen ja sights. gleich Enough ab, ne? of that, Commander. These are our allies. Sweeping through phaser right arcs. now. Yes, Captain? Target hull integrity at 50%. Falling back for an attack run. Their left shield is draining, Captain. Lining up forward torpedo tubes. Target hull integrity Sweeping at through phaser arcs. 20%. Sweeping through phaser arcs. Their bottom shield is draining, sir. Lining up rear torpedo tubes. Sir, we are draining Captain? their top shield. So, mal den Tipp vom Fuzzy befolgen, untere Schilder anvisieren. Vielleicht hilft's. Captain?
doch wieder auf erhöht. Ja, was vorhin hieß, die unteren Schilde wären ganz gut als Einfallstor. Deswegen habe ich das mal ausprobiert. Lining up rear torpedo tubes. Target hull integrity at 75%. Falling back for an attack run. Yes, Captain? Target hull integrity at 75%. Lining up forward torpedo tubes. So, ich glaube als nächstes Galor 1. Yes, Captain? Sir, the Cardassians are turning tail. Dauntless gunning, Cardassians running. That's what I like to hear. The surviving Galors have warped out of the region. Captain, the Klingons are hailing us. Cowards! They have no stomach for battle. I will give them the death they deserve. Come, Captain. The chase begins. Draxon out. Moving into attack Their course suggests that they're headed to Biranu 1. Should we pursue, sir? Jetzt bleiben wir hier, aber ich hoffe, die Klingonen kommen dann trotzdem zurück und helfen uns. Sonst haben wir nämlich auch nicht viel gekonnt. Captain, the Biranu station just lost their shield generator. They're wide open to attack. Okay, die Schildgeneratoren scheinen sie ja immer zu verlieren. Das war das letzte Mal auch so. Wenn sie nicht wiederkommen, tja, wir werden sehen. Naja, wenigstens sparen wir uns jetzt die Zeit zum Zurückwarpen. Vielleicht genügt das ja. Wir warten einfach ganz gemächlich ab. Sir, Your I'm orders, picking Captain. up 2 vessels near Osa's moon. They're headed this way. Captain, I've identified the incoming ships as 2 Cardassian Galors. Sir, Captain Picard, on Captain? screen. Sir, the Galor's weapons have come Captain, stand online. by to protect They're firing the on the station. Should I plot an Captain, intercept we course, should sir? engage. Weapons We must powered protect and the ready. station. Emergency transmission from Captain Picard, sir. Dauntless, I'm putting out an emergency distress signal to all ships within range. You must hold off the Galore. Your orders, Guard up. Captain? Sir, we are Moving draining into their attack top range. shield. Bleiben die Klingonen! Lining up forward torpedo tubes. Sweeping through phaser arcs. Captain? Captain, we have collapsed their bottom shield. Probier beim nächsten Schiff die Sensoren, wenn wir noch dazu Sir, kommen. the station is taking a heavy pounding. They can't last much longer. Transmission from the station. It's weak, but I can amplify it. On screen. Dauntless, we are losing power. This transmission may not get through. But lining up rear torpedo tubes. 50%. I've lost the signal, sir. Komm schon.
Lining up forward torpedo tubes. Target hull integrity at 20%. Sir, a Klingon bird of prey Sweeping has through just entered the visuals. system. Audio signal from Klingon vessel Rankoof, sir. We heard Begrüßung stations call for help, Dauntless. We have broken off the chase to assist you. Cooperation from the Klingons? That's new. There are those among us who have respect for your Captain Picard. Moving There into will be attack no range. honor in his Your loss orders, here, Captain? this day. Sir, the Klingons are engaging the Galors. Sir, we are draining their top shield. Moving into attack range. Your orders, Captain? Ist die Station wieder weg. Captain, they have destroyed the station. What? Sir, there will be serious repercussions from this. Not only was Captain Picard aboard that station, but so were several of the Federation's best and brightest representatives. Reporting our status to Starfleet, Admiral Liu is responding. Captain, the loss of Jean-Luc Picard and the others aboard the Begrüßung station is a great blow to the Federation. I believe I made a grievous error in placing you in command. There will be an inquiry into your actions, Captain. I am sadly disappointed in your performance. You will hand over command of the Dauntless to Commander Larson, effective immediately, and return to Starbase 12. Liu out. Tja. Ich denke, das lässt sich mit einem frischen Kopf noch mal besser auf die Reihe kriegen. Und für mich ist es eine klare Sache, denke ich, hier noch mal ein bisschen weiter zu spielen. Ob in der Konserve oder mal im Livestream, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, wie fandet ihr es? Wer es noch nicht kannte, Star Trek Bridge Commander, und die es kannten, habe ich mich so katastrophal geschlagen, wie es mir vorkommt. Ja, Difficulty ist schon First Officer, nicht mal Captain oder Admiral. Ja, also ich denke, ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, aber nicht in dieser Sendung, weil jetzt kommt so langsam der Punkt, wo ich merke, jetzt fängt es mich an zu ärgern. Deswegen ist das keine gute Voraussetzung, um heute nochmal einen neuen Versuch zu machen. Nightwalk Star Trek Bridge Commander ist und bleibt bis zu einem offiziellen echten Sequel das beste Star Trek Game in Existence. Ich finde das Spiel nach wie vor gut. Ich habe mir nochmal verschiedene Sachen überlegt. Also aber erstmal kommen wir zu einem Fazit, das fällt relativ kurz aus. Das Spiel ist meiner Meinung nach ausgezeichnet gealtert. Was ihr ihm vielleicht noch spendieren könnten, wenn es nochmal irgendwie ein Patch, oder naja, jetzt heutzutage wird es da keinen Patch mehr geben, da wird man kurz nachhelfen müssen, einen nativen 16:9 Modus. Das wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich bin auch so ganz zufrieden, weil während ihr das Original 4:3 gesehen habt, das habe ich aus der Abstimmung so rausgenommen, habe ich es für mich komplett auf dem Monitor gestretcht. Also ich spiele so oder so im Vollbild. Also ich sag Daumen hoch für das Spiel, und wer es noch nicht gespielt hat und an sowas Spaß hat, sollte sich das auf jeden Fall besorgen. Es ist gut auf aktuellen Systemen zum Laufen zu bringen. Im Verlauf der Handlung trifft man noch auf eine Weltraumkreatur. Ich habe schon gedacht, bei den, wie hieß es, ich weiß gar nicht mehr, wie die Station hieß, ich habe da erst Gegli verstanden und habe schon gedacht, das wäre dann schon die Weltraumkultur.
Ja, wie stabil die sind, ist dann tatsächlich eine andere Frage, Night Dragon. Das stimmt wohl. Ja, ich werde es aber auch erstmal nicht modden oder irgendwas verändern. Aber ich denke, ich werde auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Ich werde die Mission zumindest nochmal probieren. Wie viele Kapitel soll es nochmal geben? 8? Ich denke, da besteht eine Chance, dass ich da hinkomme. Und wenn ich so lange brauche wie bei Bridge Crew, dann ist das halt so. 8, ja. Wir haben jetzt in Kapitel 2, glaube ich. Da, wenn ich das mal hochrechne, 2, 4, 6, 8 mal 4, 3, 6, 9, 12 Stunden Spielzeit oder so. Gut, bei mir sind es dann statt 12 wahrscheinlich 120 mit den ganzen Versuchen, die ich brauche. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich auch für eure Unterstützung, weil ohne die ganzen Tipps und Tricks, wer weiß, ob ich dann überhaupt bei dem Ferengi weitergekommen wäre, den wir da aufhalten müssen, bevor er aus dem System entkommt. Was ich auf jeden Fall noch auf dem Programm hatte, war Armada 2. Das habe ich aber nicht zum Laufen bekommen. Dann habe ich noch, verrate ich schon mal, noch ein Petto, das habe ich noch nicht ausprobiert, ob ich es ans Laufen kriege, Starfleet Command. Und dann habe ich ja immer mal wieder Bitten gehört, ja, die Academy-Spiele von Star Trek sollen so gut gewesen sein, aber da habe ich mir sagen lassen, sollte ich mir, wenn ich die Wahl hätte zwischen Starfleet Academy und Klingon Academy, eher Klingon Academy anschauen. Habt ihr da eine Meinung zu? Oder was denkt ihr denn, was noch Star Trek Retro-Spiele sind, die sich lohnen auf jeden Fall nochmal zu spielen oder zu streamen oder Videos aufzuzeichnen? Was würde euch denn gefallen, noch an Star Trek Spielen zu sehen? RPG Taktik-Shooter mit Data als Gast isometrische Ansicht, war das nicht Elite Force? Bei den Shootern bin ich mir unsicher, trotz Star Trek Setting, ob die mir Spaß machen würden. Die Academy Games kennst du nicht, Andy. Ich war fest davon ausgegangen, du hast schon alles gespielt, was mit Star Trek zu tun hat. Ja, ich hatte nochmal so ein Handy-Game, was ich ausprobiert habe, Trexels. Und ansonsten hatte ich noch gespielt 25th Anniversary, aber nicht aufgezeichnet, damals noch auf dem Amiga. Und dann tatsächlich Star Trek, das Spiel. Ja, es gibt Star Trek, das Spiel. Das sind aber teilweise Sachen, die sind so schlecht gealtert, dass man die heute keinem Esel mehr ins Ohr kippen möchte, offen gesagt. Und Star Trek Armada. Kelvin weglassen. Echo empfiehlt beide Starfleet Academy-Titel. Armada 2 auch. Ja, ich meine, ich hätte früher auch mal zu PC-Zeiten, relativ zum Anfang meiner PC-Zeiten zumindest, mal einen Armada-Teil gespielt, wo man auch so Stationen fortifizieren musste und dann liefen die Kämpfe irgendwie automatisch ab. Das fand ich richtig gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das einer der Armada-Teile gewesen ist oder ob das vielleicht sogar ein Spiel war, was überhaupt nichts mit Star Trek zu tun hat. Trexels 2, weiß ich nicht, ob es das im Play Store noch gibt. Ich habe es noch auf dem Handy installiert und es funktioniert noch. Ich könnte es also noch spielen. Vielleicht bekommst du irgendwo eine APK-Datei, die du so installieren kannst. Dann nicht, aber dann musst du aufpassen, dass du dir keinen Schädling auf dem Handy einfängst und vielleicht eine legale Quelle findest. Ich weiß es nicht, wenn du mal danach suchst. Vielleicht lässt sich das noch irgendwie kaufen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es nicht mehr drin ist. Ob es rechtliche Probleme gab, Lizenz ausgelaufen, was auch immer. Da gibt es ja leider immer viele Möglichkeiten, dass solche Spiele verschwinden oder Spiele, die so alt sind, dass man sie auf modernen Systemen nur noch mit virtueller alter Windows-Installation irgendwo hinbekommt. Aber da bin ich ganz froh, dass es Good Old Games oder GOG gibt, wo man noch einige dieser Spiele bekommen kann, die darauf angepasst sind, auch auf aktuellen Systemen zu funktionieren. Wobei man da oft auch nicht die deutschen Versionen bekommt, wenn es denn deutsche Versionen gibt. Für Atari ST, das kann ich mir vorstellen, wenn es Spiele für den Amiga gegeben hat, Atari ST ist ja von der Leistungsfähigkeit und von der Zeitschiene her, ja, mag ich jetzt als Amiga-Fan gar nicht so sagen, aber so ungefähr gleich auf.
Also da gab es ja kaum was für ein Atari ST oder für ein Amiga exklusiv war und nicht gegenseitig portiert war. Ne? Ob es dann jetzt zuerst auf dem Amiga, auf dem Atari ST oder damals noch auf dem C64 erschienen ist, der war ja auch noch jahrelang parallel bis in die 90er noch der C64. Aber wie gesagt, die Sachen, gerade die auf den 8-Bit-Systemen, die finde ich sind so schlecht gealtert. Da hat man schöne nostalgische Gefühle dran, aber die sind dann ganz schnell weg, wenn man das einmal 40 Jahre später oder 30 Jahre später nochmal auspackt. Hier Star Trek Bridge Commander 2002 ist tatsächlich, glaube ich, das neueste Retro-Game, was ich jemals hier gezeigt habe. Also vom Erscheinungsdatum her. Vorher war der Retro-Begriff ja bei mir, da mussten die Sachen ja steinalt sein. Also kurz nach dem Daumenkino oder irgendwie sowas. Oder als Spiele noch in Stein gemeißelt wurden, ich weiß es nicht. Gab auch coole Star Trek Brettspiele, die man heute noch im Tabletop-Simulator teilweise spielen kann, aber auch da, das geht nicht so richtig an mich ran. Was es auch noch auf meinem Kanal gibt, Star Trek Monopoly. Habe ich ja hier auf dem echten Brett hier gespielt. Das war anstrengend für alle Leute, die Figuren zu setzen und zu würfeln und alles stundenlang. Fugger 2 ist immer noch geil. Okay, da bewegen wir uns dann aber jetzt ganz weit weg vom Star Trek-Universum. Ja, ihr lieben goldigen Menschen, wenn ihr noch irgendwas zu Star Trek oder Star Trek Spielen zum Besten geben wollt, dann wäre das jetzt nochmal die Gelegenheit, bevor wir dann langsam aber sicher gleich zum Ausklang kommen. Ja, bist auch versteigert. Andy sagt, ach ja, Tabletop, das suche ich heute noch, das Star Trek Monopoly und das habe ich bei mir noch eingeschweißt. Ach ja, cool, ich erinnere mich. Ja, Tabletop gibt es ja einige Dinger. Ne? Und selbst wenn es nicht die sind, die man direkt da kaufen kann, gibt es ja im Steam Workshop sozusagen unendliche Variationen an verschiedenen Spielen, die man da spielen kann. Wofür gibt es eigentlich kein Monopoly? Es gibt noch kein Jason Dax Monopoly. Mal gucken. Das kommt dann direkt, nachdem ich einen Wikipedia-Eintrag habe. Star Trek Unity. Stimmt, da habe ich auch von gehört. Was ist denn das für eine Art von Spiel? Aber ich glaube, das lässt sich nirgendwo mehr kaufen und auch gar nicht mehr so zum Laufen bringen, oder? Täusche ich mich da? Da hatte ich mal irgendwas gelesen. Okay, mit den Eltern würde der Spaß verloren gehen, wenn man es übersetzen müsste, ja. Gut, gibt ja ein paar Sachen auf Deutsch. Bin mir auch sicher, dass es hier die meisten Spiele irgendwie auch auf Deutsch gab, aber gerade wenn man sie von GOG kauft, oft für einen kleinen Kurs übrigens, da muss man meistens damit leben, dass die Spiele auf Englisch sind. Aber Star Trek Monopoly mit deinen Eltern würdest du doch hinkriegen. Nee, das lässt du lieber eingepackt, oder? Aber ich habe damals ja mehrere davon geholt. Eins habe ich ausgepackt und eins habe ich tatsächlich noch eingepackt bei mir im Schrank. Und was ich übrigens auch habe, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, das habe ich in meinem letzten Kessel Buntes gezeigt. Ich weiß gar nicht, das habe ich dem Nitro gemacht. Das hat jetzt auch nichts mit Star Trek zu tun. Aber das komplette Brettspiel mit allen Erweiterungen, ich zeig's mal, bis ich wirklich Spieler habe, ja klar, kann man das so lange eingepackt lassen. Spaceship Simulator. Es gibt auch aktuell ein ganz neues Spiel, das ist so ähnlich wie eine modernere Version von Faster Than Light. Ich komme aber gerade nicht auf den Namen. So, jetzt, was ich im Nitro zeigen wollte, wenn das nicht mitbekommen hat. Aber nur ein ganz kleiner Teil, da habe ich zig Packages hier liegen. Und eine riesen Playmat und alles dabei. Das ist aber so groß, das werde ich kaum live spielen können. Aber vielleicht, die Zuschauer haben sich gewünscht, dass ich die Sachen zumindest mal auspacke. Aber das ist jetzt auch ganz weit weg. Kannst du dir im Detail nochmal angucken, im letzten Kessel Buntes in der Konserve, was ich da so alles habe, wenn du möchtest. Jumplight Odyssey, genau, Andy. Das fand ich ganz interessant. Aber jetzt so vor Early Access habe ich mir das mal angeguckt. Da gibt es leider noch zu viele Bugs, als dass mir das wirklich Spaß machen würde. PC mit der TNG Group, Fuzzy sagt, Final Unity war doch ein MS-DOS-Spiel, sollte daher in der DOS-Box laufen. War es denn a Final Unity oder war es Star Trek Unity? Ich weiß gar nicht, ob das zwei verschiedene sind. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall
habe ich mir aber fest vorgenommen, dieses Jahr noch das ein oder andere Retro-Star Trek Spiel auf jeden Fall auch zu zeigen. Und da werde ich mir eure Tipps und Vorschläge natürlich zu Herzen nehmen. Könnt ihr auch gerne mal auf Discord posten zu dem Thema, wenn ihr mögt. Oder mal einen Chat anlegen mit einer Star Trek Ideensammlung, was man noch so zeigen könnte. Und das ist immer ganz gut, da auch mal live reinzugucken. Aber manche alten Spiele, die spacken so rum, dass die sich aber auch von der Darstellung her gar nicht vernünftig streamen oder aufzeichnen lassen. Zumindest nicht ohne größeren Aufwand. Den habe ich bisher ein bisschen gescheut. Du kommst gerade nicht auf den Namen, Andy. TNG Star Trek Final Unity, meinst du, Echo? Ich habe von Final Unity bisher nur gehört. Was ist denn das, ein Strategiespiel oder was? Oder Shooter oder womit kann man das denn vergleichen? Okay, schön zu sehen, dass ihr beide das gleiche Spiel und nicht unterschiedliche Spiele meint. Was ich auch früher gespielt habe als Strategiespiel ist Birth of the Federation. Birth of the Federation fand ich ein ganz klasse Weltraum-Strategiespiel. Und was so ähnlich in die Richtung, die nichts mit Star Trek zu tun hat, war Galactic Civilizations. Ja, da bisher auch noch keine galante Möglichkeit gefunden. Da habe ich die CDs noch da, aber das funktioniert nicht so, wie ich das will. Aber mal ein Spiel mit einer DOS-Box auszuprobieren, ist keine schlechte Idee. Und vielleicht besorge ich mir einfach mal ein externes CD-Laufwerk und probiere das nochmal. Mal schauen. Achso, Fuzzy. Ein Adventure wie 25th Anniversary. Ich glaube, bei den Point-and-Click-Spielen bin ich zu weit weg im Vergleich zu früher. Irgendwie nach Monkey Island und Benny's Steel Sky bin ich ausgestiegen. Hab mir da zwar noch mal ein, zwei Sachen angeguckt, aber so wirklich geht Point-and-Click nicht mehr an mich ran. Okay, Adventure Game mit TNG. Gut, ich denke, ich kann mir jetzt ungefähr ein Bild machen. Star Trek Borg dann nicht. Habe ich aber nur die Videosequenzen auf dem Kanal und zusammengeschnitten als Spielfilm. Das sind ja so Dinger, das erinnert mich wie früher, wo man noch Spiele auf dem DVD-Player spielen konnte hier. Mit der Fernbedienung nur links, rechts, oben, unten einen Knopf drücken musste. Ich glaube, sowas war das doch auch. Das ist auch nicht mehr mein Ding. Obwohl die Filmsequenzen gar nicht schlecht gewesen sind und dass sie den Original-Q-Schauspieler mit dabei hatten, ist auch nicht schlecht. Also sich die Sequenzen mal anzugucken, okay. Aber dieses Spiel wirklich spielen, Try-and-Error-Klick und dann kommt eine andere Filmsequenz. Nee, das ist auch ein Spielprinzip, wo ich lange raus bin. Harry Rowan Strategie-Game mit dem Namen Operation Eastside. Sagt mir überhaupt nichts. Lass uns auf jeden Fall die Ideen nochmal in einem neuen Thread auf Discord sammeln. Ich mache da vielleicht gleich mal einen auf im Star Trek-Raum, so ein Unterordner, so ein bisschen Sammlung von Retro-Star Trek-Spielen. Da kann man auch Videolinks reinposten und so. Und dann gucke ich mir das mal an. Und dann schauen wir mal, womit wir weitermachen. Wie gesagt, ich versuche noch Armada 2 ans Laufen zu bekommen. Starfleet Command, ja, und vielleicht besorge ich mir auch noch so ein Academy-Spiel. Mal schauen. Mir tatsächlich einen PC geben, wo man in der Sequenz die Gegenstände einwählen muss, um eine Entscheidung zu treffen. Gut, das ist dann aber wie diese DVD-Spiele. Ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, habe ich auch mal versucht zum Laufen zu bekommen, lief nicht richtig. Dann habe ich mir aus den Dateien die Videosequenzen raus extrahiert und die dann zusammengeschnitten und auf meinen Kanal hochgeladen, dass man sich wenigstens den Film angucken kann, wenn schon nicht das Spiel. Genau, interaktive Filme. Was für mich heutzutage ein interaktiver Film ist, wie er sein muss, ist eher sowas wie Detroit Become Human zum Beispiel. Das sehe ich als modernen, interaktiven Film, wo man so 10 bis 20 Stunden Spaß drin hat. Oder die Telltale-Spiele. Telltale übrigens, die Originalfirma ist wieder da. Was haben sie gemacht? Ich glaube, die haben doch jetzt die Expanse rausgebracht. Ja. Viel zu spielen und zu wenig Zeit. Gut. Dann
Wo ist mein Mauszeiger? Da ist mein Mauszeiger. So, alle guten Dinge kommen irgendwann mal zu einem Ende. Und so ist das auch mit dem heutigen Stream. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, diese First-Time-Bridge-Commander-Erfahrung gemeinsam mit euch zu machen. Und ich denke, da geht es auch nochmal weiter. Wahrscheinlich Folgen in der Konserve. Vielleicht auch doch nochmal ein Livestream. Ich weiß es noch nicht. Das muss ich mir nochmal überlegen. Aber ich bin schon angefixt genug, um das Spiel nochmal weiterzuspielen. Ob bis zum Ende, weiß ich aber noch nicht. Schauen wir mal. Hughes Humor in dem Game genial. Ja, ich habe es ja nicht gespielt, aber mir alle Videosequenzen angeguckt, da nicht. Also insofern volle Zustimmung. Heavy Rain habe ich auch schon mal angespielt. Das ist ja von Quantic Dreams und von denen ist auch Detroit Become Human. Deren Art Storytelling gefällt mir sehr gut. Bei Heavy Rain hat mir das Setting nicht gefallen, als Detektiv unterwegs zu sein. Wie auch immer. Jeder Jäger ist anders und für jeden Geschmack gibt es glücklicherweise etwas zu spielen. Gut, wie gesagt, vielen Dank auch für die ganzen Tipps und Tricks und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dir auch einen schönen Abend, Nightfall, und natürlich allen anderen und gute Gesundheit. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ihr seid ja immer noch da. Jetzt aber abschalten. Tschüss.